Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch und wie immer auch ein herzliches Willkommen an alle, die später auf YouTube reinschalten. Nicht wegklicken, wenn ihr was Bestimmtes sucht. Ihr könnt einfach unten in der Info nach den Timecodes schauen, für was immer was auch immer wir heute treiben. Himmel, Herrgott, ich habe es schon so oft gesagt und ich kriege es trotzdem heute nicht hin. Einen schönen guten Abend, Tron. Schön, dass du dabei bist. So. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Mal wieder, ist ja nichts Neues. Wir haben ja letztes Mal die Versammlung der Erleuchtung angefangen und mussten ja dafür erstmal den Legendenauftrag von Alhaven machen. Damit wir den guten KW überhaupt mal kennenlernen vorher. Das läuft noch 5 Tage, das heißt, heute müssen wir zusehen, dass wir auf jeden Fall die Story durchkriegen. Und vielleicht auch noch ein paar von diesen, ja, Events, Mini-Quests, was weiß ich. Gleichzeitig ist hier dieser Pfad der Reminiszenz auch noch gestartet. Ich hoffe, das ist nicht auch noch so irgendwas riesen Story-mäßiges. Ich würde jetzt aber erstmal Versammlung der Erleuchtung machen, weil Pfad der Reminiszenz können wir, seht ihr ja, 12 Tage nächste Woche auch noch machen. Vielleicht können wir auch kurz reingucken später, ich weiß es nicht. Aber ich würde mich jetzt erstmal auf diese Versammlung konzentrieren, dass wir da fertig werden. Weil wir haben letztes Mal, glaube ich, 1 Stunde schon allein am ersten Drittel Storyanteil gewerkelt. Und die anderen beiden Drittel, die stehen noch aus. So, erstmal wieder das Übliche. Ich werde auch heute nicht auf Kopfgeldjagd gehen. Auch wenn ich es mir eigentlich vorgenommen habe, das jeden Stream zu machen. Aber ich habe es ja auch letztes Mal schon weggelassen. Es ist jetzt zu viel, das müssen wir jetzt nachholen. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, wie es bei mir in nächster Zeit aussieht mit Zeit zum Stream. Meine Arbeit frisst mich auf. Da ist einiges zu tun. So, ich sitze doch schon wieder schief hier. Aber ich sehe zu, dass wir hier auf jeden Fall noch ein paar Streams zu Rande kriegen. So, erstmal ein bisschen Aufträge abholen. Alles tutti. Und dann direkt auf. So, interinstitutionelle Meisterschaft. Das Sandmeer flutet und ebbt wäre die nächste Story-Mission. Und die Messestände, genau, das waren diese Minispielchen oder so. Ich weiß nicht, ob wir uns die vielleicht sogar zuerst angucken. Nee, ich würde jetzt wirklich die Story-Quests erstmal machen. Erst das Wichtigste, Leute. Und diese Mini-Quests oder was auch immer das ist, das kann ich ja auch im Zweifel dann abseits vom Stream machen. Obwohl ich würde von jedem vielleicht einmal was austesten. Aber es ist schon echt viel. 6 Stück. Ich hoffe, da ist nicht allzu viel zu ackern. Aber ich will ja auch noch hier versuchen, den guten Baiso oder Baiju zu ziehen. Und KW vielleicht auch noch. Hilft dir alles nichts. Legen wir los. Gibt viel zu tun. Dann auf jeden Fall erstmal hier weitermachen. So, die Nummer 2. Das Sandmeer flutet und ebbt. Wettkampf im Sand. Das heißt, wir suchen jetzt nicht irgendwelche Flitze-Schmetterlinge, sondern gehen ins Arudorf. Aha, okay. Kriegen wir es angezeigt irgendwie oder nee? Anscheinend nicht. Oder habe ich es gerade aus Versehen abgewählt? Kann auch sein. Hallo Feierfalke! Wir haben uns ja auch lange nicht mehr gesehen. Passt gut der Stream. Ich bin bei Honkai Star Rail unterwegs. Ja, ach, das habe ich mir auch angeschaut, aber ich habe mir gedacht, noch sowas wie Genshin Impact und ich drehe am Rad. Dann habe ich ja gar keine Zeit mehr zum Leben. Obwohl es ist ein Taktikspiel, ne? Strategiespiel. Wäre schon geil. So, warte bis morgen früh um 10 Uhr. Das kriegen wir irgendwie hin. Mit ein bisschen Hilfe. Das zählt noch als heute. Also morgen 10 Uhr. Exakt 10 Uhr? Nein, ich glaube nicht. So eine große Map haben die nicht. Na, immerhin. Aber da steckt man ja sicher auch noch gut Zeit rein. Und vor allem die Map von Genshin Impact war ja auch nicht gigantisch groß, als es gestartet ist, ne? Die hat sich ja schon mehr als verdoppelt, glaube ich, seitdem. Lizardtail. So, Starconch. What else do I need to create the most dreadful da haben sie eine Bühne aufgestellt.
Ich habe immer noch nicht diese Mission hier gemacht. Also diese Herausforderung. Komm, das... Ach Mist, es triggert alleine. Dann halt nicht. Is it me, or are the bags under your eyes even darker than during the last round? Are you all right? Das ist normal bei ihr. Keine Sorgen. Thanks for the concern, Kaveh. I just haven't been sleeping well lately. Even though I try to fall asleep, I can't get the championship out of my head. And before I know it, it's morning again. I know the feeling. That happens to me too when I'm agonizing over my blueprints. Ich habe irgendwo gelesen, dass selbst wenn man nicht schlafen kann, liegen bleiben einen trotzdem irgendwie ausruht. Zwar nicht ausreichend, aber zumindest irgendwie besser als aufstehen. Und seitdem schlafe ich tatsächlich besser. Weil ich mir denke, selbst wenn ich jetzt gerade nicht schlafen muss, nicht schlafen kann, dann denke ich mir, ich muss auch nicht schlafen, ich ruhe trotzdem. Und dann funktioniert das. Diese Erkenntnis war sehr hilfreich für mich. Es hat ja erstmal angefangen. Mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Genau, also wie gesagt, Genshin Impact war ja auch nicht ganz so gigantisch am Anfang. Also, ja doch, die Map war schon relativ groß. Es gab ja schon 2 Städte am Anfang, aber es war überschaubar. Do you have any tips for dealing with that? To be honest with you, no. You could say there are many things that don't have a quick fix and can only be endured. I suppose you can think of it as something akin to an illness. Sometimes there's no effective cure, so you just have to let things run their course. I don't know what's stressing you out, but I can feel all the anxiety and pressure coming from you. The next round's about to start, so chin up and do your best. Oh, okay. You do your best too. Ja, man muss einfach... Ich weiß nicht, solange das nicht so ein Dauerzustand ist, mit dem nicht schlafen können, denke ich auch, dann find dich halt einfach ab. Dann denkst du dir, scheiße, ja klar, eigentlich muss ich morgen wach sein, aber dann kann ich halt nicht schlafen, Punkt. Und dann ruht man deutlich besser, auch wenn man vielleicht gerade nicht schlafen kann. Finde ich zumindest. Mir hilft. Looks like everyone's here. I will now explain the second round to you all. There are 3 ley line disruptors buried in the area around Aru village. Störsender des Flusses der Elemente, aha. These devices can imitate the effects of ley line disruption and will constantly interfere with the environment. Your goal is to shut them down. The first 3 who manage to finish this task will be awarded 4, 3, and 2 points accordingly. Note that each person may only bring a set amount of food and water with them, and that leaving the designated competition zone will result in disqualification. Well, what do you think? Want to team up again? I shall consider letting you have the points on account of what happened in the previous round. That's all right. I've been here many times, and in any case, machines are one of my specialties. I doubt this will be particularly difficult. Na dann. It's good to see such confidence in a youngster like yourself. I also happen to be well acquainted with this place. Let's see who will find these devices first. But aside from us, you should remember that there's a favorite for champion. Aha. A favorite to win? Who is it? Shh, not so loud. I mean that boy Tainari. Oh ja, das könnte sein. Ansonsten bin ich jeden Tag Splatoon 3 zocken. Wie lange ist denn das schon raus? Das ist doch jetzt schon eine ganze Weile raus, oder? Ich glaube schon. He took first place in the previous round, and if he does so again this time, we may as well declare this competition over. I heard that you solved the Vidya Forest's leyline effluence problem with him not long ago. Since this round involves resolving a machine-simulated leyline disruption, it should be a simple matter for Stimmt, da him. hatten wir was, ja. That's true. It does look like his odds of winning are pretty high. Seit Ende Dezember, ja, ich habe es mir am 5. März geholt. Okay, dann ist es noch nicht ganz so lange. Also, seit du es hast und spielst. Ich habe es halt damals, nee, das war Splatoon 2. Splatoon 2. Da habe ich die Demos gespielt, bevor das Spiel rauskam. Die waren teilweise irgendwie 4 Uhr morgens. Da bin ich extra aufgestanden, um die Demos zu spielen. Hat schon Laune gemacht.
Kann mir vorstellen, dass das echt süchtig macht. Beziehungsweise, ja, es macht halt wirklich Laune. Also man denkt immer, noch eine Runde, noch eine Runde. Ich habe es auch auf dem Wunschzettel. Also selbst den zweiten Teil habe ich immer noch auf dem Wunschzettel. Habe ich mir aber bisher nicht besorgt. Tja. Dann halt nett. He already has Kale, who is an excellent pupil. If he were to win this round as well, then wouldn't we just be letting him have all the fun? As his senior, it's my solemn duty to prevent such an inequitable arrangement from happening. Dann geh. I'm off. I'll get going as well. See How are you feeling? Vor allem, ich muss ja gar nichts machen eigentlich, ne? Ich muss die nur I think begleiten. I'm okay, but I'll take things slowly for now. Is this all the water we're getting? Sorry, that's what the rules say. While this round seems to be about how quickly you can shut down the devices, it's also testing your ability to survive in tough conditions. Na, hoffentlich habt ihr einen Rettungstrupp bereit. I knew it'd be harder than I had expected. So we'll either need to find the devices as quickly as possible, or we'll have to save our energy and wait for an opportunity. Okay, I'll head out shortly. Thanks a lot, Nilu. You're welcome. Please take care of yourself. Well, there goes everybody. So, who should we visit this time? Let Paimon think. Oh, right! Didn't Faruzan say that Tainari's the favorite to win? Let's go look for him first. Ja gut, rennen wir Tainari hinterher. Boah, Leute, bei mir ist heute so schwüles Wetter. Also es ist einfach nur so richtig hohe Luftfeuchtigkeit. Gar nicht mal wirklich warm. Aber man hat immer das Gefühl, man kommt aus der Dusche zum Beispiel und man denkt, man trocknet nicht. Es ist einfach irgendwie so, Man kann sich gar nicht abtrocknen. Öffnen die Karte. Ja gut, das kriegen wir hin. Da ist Tinari. Aber wir können die anderen auch irgendwie... Lass mal bei Faruzan schauen. Ob wir da noch irgendwas bei lernen. Müssen wir zu Tinari, um weiterzumachen, oder können wir einfach die anderen dann auch? Ne, wir können nur mit denen reden wahrscheinlich. Let me see. Where would they put one of these disruptors? Ja, das bringt uns nicht viel. Okay. War ein Versuch wert, hätte ja sein können. Der ist irgendwo da oben. Ach, da steht er. Guck mal. So. Sino, genau. The sun is especially intense today. I hope Tainari will be all right. Ach, der kommt klar. Probably not. I should go check on him. Da macht sich aber einer Sorgen. Der kommt schon klar. Wo ist er denn? Ja, ein bisschen weiter vorne irgendwo. Hat er sich versteckt? Oder ist er noch weiter unten? Scheint noch weiter unten zu sein. Wo? Ah, doch. Okay. Hey, Tainari? Tainari! Huh? Weird. The locator says that he should be around here somewhere. Tainari! Can you hear us? Da drüben. You're right. Huh? Oh no. Na je. It looks like he's fainted. Ach, We have to help him. der macht Mittagsschlaf. Das ist noch eine Are you Herausforderung. okay? It's so hot. Oh, so you passed out because of the heat. Are you not used to getting around in the desert? That's right. I usually bring lots of water when I go to the desert. I went through all my water very quickly, and with the effects of the disturbed ley lines, I started feeling dizzy. My ancestors, the Valukashuna, were originally from the desert. But I guess this is what happens when a species migrates. They become intolerant of their original environment. This isn't the time for a
history lesson. Let's get you some water. Wieder ein bisschen was gelernt. Such fragile beings. Your bodies can't even survive extreme changes in the environment. Was bringt denn dich hierher, Here, Huttyp? take this. Let him drink it. Oh. Stimmt, beim letzten Mal gab es auch so ein schönes Are you Bildchen. serious? This had better be just normal water. Hey, you're leaving already? Sieht wirklich wie normales Wasser aus. Paimon really doesn't get that guy. What's he up to? Anyway, let's focus on helping Tighnari drink some water. I'm feeling a little better now. Oh, it wasn't just the two of us. Just now. Found you at last. Sino, you're here too. I was concerned, so I came back to check on you. Will you be able to go on? The fur on my tail is so dry, it's practically been singed right off. It appears I'm not suited to this particular round. I should probably just return to Aru village and rest. Na, so viel zum Favoriten. Really? So you're backing out? Yes. I do have my results in the first round to serve as a buffer, so even if I forfeit this round, I still have a chance to turn things around later. Withdrawing now aber will schon allow me to conserve my deutliche Punkte energy. diese Runde. Continuing to push onward would be counterproductive. Wie entscheidend. A wise decision. Let's get you back to Aru village. It's fine. I can make it back on my own. Oh, stop trying to be so polite. Come on, we'll help you back to Aru village. Achso. Machen wir die Herausforderung? Ja, machen wir die Herausforderung. Ach Gottchen. Irks. Oh. Das eine gute Idee war hier. Komm schon. Du schaffst es. Wo muss ich hin? Ah. Okay, alles gut. Tada! Glittery. So glittery! Urge to pounce. Noch irgendwas in der Ecke? Nee? Okay, dann zurück. Ist aber nicht Arudorf. Wieso sollen wir denn da hin? Nö. Nee, wir müssen weiter runter. Let's go. Okay. Hallo PJ, Grüße aus Japan. Du bist gerade in Japan? Und da schaltest du extra hier ein? Grüße zurück. Ist hier unten irgendwo? Ich möchte gern den Aussichtspunkt dann noch. Now, Tighnari? Do you want to rest some more? There's some shade here, so we can stop for a while. All right, let's do that. Ja gut, schattiges Plätzchen und so. Was ist ein Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Ha. Oh, Sino and Tighnari. And you've got the Traveler and Paimon with you. Jetlag ist immer noch nicht eingestellt. Ja, das glaube ich dir.
Als ich nach Amerika bin, habe ich auch mindestens 2 Tage gelitten, wenn nicht 3. Oh, hey, Layla! Yeah, the sun was too strong, so I decided to take cover here for a while. What about you? Are you all done already? Unfortunately not. I'm not quite as capable as I thought. I intend to withdraw from this round. Also die nächste, die aufgibt. Withdraw? Can you even do that? Ist das überhaupt möglich? Ja, man kann auch in der Wüste sitzen bleiben bis zu Ende. Es wäre auch aufgeben, I aber... believe the rules do provide for such a situation. Al-Haytham did say that the act of leaving the competition grounds would result in disqualification from the round. Didn't I ask you if you were all right before this? If you had just decided to withdraw then, you wouldn't have had to suffer. Well, I had to try, didn't I? So I tried, and it didn't work out. When I get back, I'm definitely going to make a batch of sun-resistant oil. Next time I venture into the desert, I'll be prepared. By the way, you're Layla, aren't you? You don't look very well yourself. Will you be all right? Hast du auch noch was zu tun in dem Event hier? Ja, leider. Ich musste letztes Mal den Legendenauftrag von Al-Haytham erstmal noch machen, weil ich den noch nicht hatte. Deswegen bin ich ein bisschen hinterher hier. I did feel a little faint when I first entered the desert. Und das nächste Event ist ja schon wieder aktiv. After resting here for a while. Be careful not to push yourself too hard. Don't worry. I'm just... Feeling the pressure? You can tell? Your expression is similar to the ones I see on criminals' faces when I interrogate them. Okay. To tell you the truth, I'm still not sure whether I have what it takes to represent the Ratawa Histarshan in the championship. Most people voted for me because of all the rumors surrounding me, and to be honest, those rumors don't really mean anything. Now I don't know how to deal with all the expectations they've put on me. Hochstapler-Syndrom kickt hart mal wieder. Even Ja, ja. the people who usually criticize me voted for me this time. So I feel like I have to live up to their expectations. So their expectations are putting pressure on you. Du machst eine Genshin-Pause. Ja, ich fühle mich irgendwie auch langsam gestresst von diesem Spiel. Also seit sie die Release-Zyklen verkürzt haben, ist es mir echt too much ein bisschen. Aber da jammer ich ja regelmäßig drüber. Yes. Actually, I heard that you were voted in as well, Tainari. How do you deal with it? To be completely honest, I don't really feel any pressure. Firstly, those who expect things from you do not necessarily do so for benign reasons. On the other hand, those who do consider your feelings certainly wouldn't want you to push yourself. Next, we are researchers. Our primary duty is to interact with knowledge, not to meet others' expectations. As for me, I took part in this competition to advertise for an academic lecture at Gandharvaville next month. I'll obviously try my best during the competition, but I won't let any additional pressure get to me. I think you can also try to find a clearly defined goal. That may help you. I understand. Thanks for your advice. I'm absolutely parched after talking so much. I've still got some water with me. No, I'll be all right. We aren't far from Aru village, so I can go the rest of the way myself. You should get back to the competition. Ja, stimmt, ihr wollt ja Don't diese you wanna win Spielkarte that haben. limited edition card? Noch jemand, der das neue Honkai angefangen hat. Hallo, PJ. Da kannst du hier Feierfalke auch mal fragen. Yes. All right then. Your spirit will live on through me. Hey, don't talk like that. Everyone, I'll be heading back now. See you after the round ends. Ich habe es ganz bewusst nicht angefangen. Obwohl es interessant aussieht. I'll continue searching for the ley line disruptors. Man muss ja nicht alles mitmachen. In Japan spielt das fast jeder. Oje, oje. Yeah, I feel like some of the weight has been taken off my shoulders after chatting with Tainari.
It's been a long time since I first left my hometown to come to the academia, and every day here has been so precious. But of course, there have been some rough times. All sorts of complex astrological models, countless quizzes, and essays that took all my brain power to barely finish. Ich fühle mit dir, Lila. Ich fühle mit dir. Barreling at me, forcing me to continue running forward. When I was chosen as my Darshan's representative, it felt like another boulder was added to the ones already rolling behind me. Every time I close my eyes, I think of all the people I'd disappoint if I mess up. Ich dachte, in Japan spielt man Xenoblade Chronicles 3, aber das ist doch schon... Xenoblade, ey, selbst ich habe Xenoblade inzwischen fertig mit meinem Let's Play, also dann sind alle anderen auch fertig. Sehr große Promotionen, war aber noch nicht in Akiba. Okay. Ja, da ist doch sicher die Hölle los jetzt diesbezüglich. Also MiHoYo, die hauen ja richtig weg, was Werbung angeht. Wir werden nicht enttäuscht sein, Lila. Yeah, I think that's what Tainari was trying to tell me. You're our good friends, which is why you didn't stop him from dropping out of this round, and why you don't feel disappointed in me. Honkai kann man halt Mobile spielen, ja, das stimmt. Ne? Es ist bei Xenoblade ein bisschen ungünstig. Ach ja gut, DLCs sind noch rausgekommen, klar. Ich bin ja immer so ein DLC-Verweigerer, wenn es keine vor allem wenn es keine Trophäen gibt, wie bei Nintendo, dann können mir DLCs irgendwie gestohlen bleiben. Es sei denn, es gibt noch irgendwelche Bundles oder so, wo DLCs noch mit drin sind, aber sonst verweigere ich das einfach. That's right! No need to feel so down! That said, he did also say that he hopes I could have more concrete goals for taking part in this competition. I don't have any now, but I'll give that some thought. Anyway, I won't take up any more of your time. You still have to record the other contestants' progress, don't you? Perhaps they've had some breakthroughs while we've been chatting. True. We should go look for the others. Now, who's left? Tainari's dropped out for the round, and we just saw Sino. You could go see how Madame Farozan's doing. I've heard that she's quite knowledgeable about the desert, so she's probably made some progress by now. Okay, let's go look for Faro. Da waren wir doch gerade erst. Na gut. Hier war doch jetzt auch irgendwo... War nicht hier? Genau, der Aussichtspunkt. Ödland der tanzenden Sande. So. Ist hier in der Höhle noch irgendwie was? Höhle, es ist das Audorf schon. Okay. Die Japaner haben doch gar keine Zeit zum Spielen. Schule bis 22 Uhr oder Arbeit bis 22 Uhr auch wieder wahr. Warum kommen eigentlich so elendig lange Spiele wie Persona und Xenoblade ausgerechnet aus Japan? Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Ich meine, selbst ich komme teilweise inzwischen kaum vor 10 Uhr oder so zum Spielen. Zu viel zu tun. Gut, ist auch ein bisschen selbst verschuldet. Ich habe so ein komisches Hobby, wo man komische Videos schneidet und auf komischen Videoplattformen hochlädt. Und das möglichst pünktlich. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Let's go. Hey there, Farozan. Have you made any progress? You're just in time. I'm about to start digging right here. Mit den Fingernägeln? Oh, you found the ley line disruptor already? Such a simple problem could never confound me. Not long after entering the desert, I discovered a primal construct that was acting abnormally.
So I followed it all the way ja gut. here. Once I got near here, it suddenly disappeared. Something unusual must be happening around this area. You're a true expert, Madame Faruzan. You knew what to do right away. Well, I do happen to have more experience than most. But that aside, has anyone completed this challenge yet? Nope, not yet. Well then, I suppose I'll be the first. What about that boy Tainari? Alles klar, PJ. Dann weiß ich gar nicht, wie spät ist denn bei dir? Gute Nacht? Einen schönen Tag? Also hier ist gerade 9. Was auch immer. Es sei gut. Tainari hat den Wettkampf aufgegeben. Oh? And why's that? Akute Überhitzung. He's not used to being out and about in the desert. Huh. I didn't think he would have such a weakness. I suppose he could use a bit more training. What about the others? Is that Ratawahist girl still a bundle of nerves? Tainari gave Layla some advice, and she seems to be doing a lot better now. Sino just started his search for the disruptors, and as for that guy, well, who knows what he's thinking. Da ist es bestimmt hell. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Es ist ja schon eine ordentliche Zeitverschiebung. And what about Kaveh? Has he found a ley line disruptor yet? Paimon doesn't think so, or our locators would have already let us know. Strange. What's he lollygagging for? With his skills, you should have heard something from him by now. Well, I'm afraid the most thrilling moments are already done here. You should probably go find Kaveh and see how he's faring now. Wen sollen wir suchen? KW. Okay. Moment. Wir haben 4:07 Uhr. PJ, ab ins Bett. Ja gut, wenn du Jetlag hast, dann bringt einem das nichts. Was habe ich vorhin über das Einschlafen erzählt? Seht ihr wohl, Leute. Seht ihr wohl. Einfach liegen und ruhen. Einfach liegen und ruhen. Gar nicht drüber nachdenken, dass ihr nicht schlafen könnt. More speed. Crush! Stimmt schon, Sonnenaufgang. Ja, dann ist es quasi morgen. Da kann man ja noch... Du blöder Skorpion, ich wollte die Schmetterlinge fangen. Mann! Jetzt fliegen die weg wegen dir, du Sauigel. Dann halt nicht. Da hat jemand was gefunden. Come on, stop following me! I already gave you all the food I had on me. Oh! You can cry all you want. I don't have any more food. All I have left is a half bottle of water, and I can't possibly give you that. Without water, traveling in the desert will be incredibly difficult, and I still need to find what I'm looking for. Mirak, can you help me out here? Keep them away. Wer ist Mirak? Entsprechender Koffer. Okay. Kaveh, there you are. Faruzan told us to come see how you're doing. What are you up to? Just thinking about it makes me upset. Not long after I entered the desert, I was accosted by these fellows. I don't know why, but they didn't leave the competition grounds. And now the ley line disruptions have left them confused and circling around the area. The moment they saw me, they wouldn't leave me alone. They even cheated me out of my limited food supply. Die sind doch süß. Nimm sie mit. Hey, didn't I ask you to keep them away? Kaveh, is this flying metal thingy yours? That's right. This is my toolbox, Mirak. Ein Werkzeugkasten mit Namen. Your toolbox? Huh. It seems pretty Der gibt fancy. sicher auch noch anderen Dingen Namen. Hey Ich will nur nicht there. wissen, welchen. Can you understand us? Wenn man ganz langsam redet, dann versteht jeder jede Sprache. Was macht es hier? Sometimes I need to carry things when I go out, so it's handy to have a portable toolbox. Well, this
definitely doesn't look like an ordinary toolbox. It's a long story. When I was working in the desert, I ran into a merchant group who had a machine core they excavated from some tomb. Und den hast du in einen Koffer gesteckt. It was clearly from King Deshret's civilization. His technology still isn't fully understood, and Ksharawar has many different opinions on this topic. Our current theories cannot explain such mysteries. Upon seeing such a rare, complete specimen before me, I forked over all the mora on my person to purchase it. Some time back, I wanted to make an automated case that could store my offloaded items. With that core, I created Mirak. Logisch. It can't understand commands that are too complex, but it can serve as my assistant and help me with things like mapping and surveying. Most importantly, it can't talk, so it can't give me any attitude. Piep. Oh. Oh, yes. Thanks for helping hide the fact that I live at Alhatham's place earlier. Es war doch Paimon, die fast alles ausplauderte. Sorry. I hope this season of my life ends soon, so I can get things back on track. Things just started going downhill at some point. Maybe it all started when my mom remarried and left for Fontaine. Or maybe it all started when I spoke to Alhatham in the library. Okay, du hast viele Komplexe. Wir halten das Or fest. maybe it's because constructing the Palace of Alcazar's burned through my funds. Oh. I'm still paying off the debt from that one. Oh, when's this going to end? Now that I think about it, I guess we're all unlucky here. It's not like any of you asked to be trapped in a ley line disruption. Okay, let me get you all out. Kaveh, aren't you going to look for the ley line disruptors? Diesmal gewinnt keiner, ich sehe es schon kommen. Yes, but I can't just leave them here, can I? Oh, forget it. The more I think about this, the more I feel a headache coming on. I'll get back to searching once I get them out of here. Time's a-wasting. I'm off. Kaveh looks like he's conflicted. He really wants to win, but he can't ignore those he wants to help. Ja, offensichtlich kann er nicht beides tun. Paimon's always felt like he's the type who easily gets himself into tough spots. Paimon doesn't mean this in an insulting way, but he seems like the kind of guy who'd be really easy to take advantage of. Was für eine brutale Wahrheit von Paimon. Whoa, someone's done already. Oho, so effizient. Right? Wonder who it is. Let's go back and ask Alhatham. Also so viele bleiben ja eigentlich nicht mehr übrig, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ne? Nö, so viele können ja eigentlich nicht übrig bleiben. Der Huttyp zum Beispiel. Sino? War wahrscheinlich direkt im Dorf. Verification complete. Congratulations on being this round's first winner, Sino. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, okay? Ooh, so Sino was the quickest. I am from Spontamod, after all. Ich We dachte, know der a ist lot mit about Tinari ley los. lines, Naja, so gut. finding a disruptor was never going to be particularly difficult for me. Since the Traveler and Paimon also happen to be here, do you have anything you want to say? Anything I want to say? My friend couldn't continue on, so failure was never an option. The bonds of yesterday will Angeber. forge the road to tomorrow. With the ties of friendship that bind us, I won't lose to anyone. Gib's zu, sowas wolltest du schon immer mal sagen. That's a line from King of Invocations, Ah. one of my favorite works. And it sums up my thoughts right now. It might be a good thing that Tainari isn't here, or else he'd give Sino a good smack right about now. Typisch Sino. Oh, wow. It's already so late. Everyone's probably running low on food and water. It'll only get harder from here on out. Something similar happened in King of Invocations. What a classic. Sehr klassisch. Any thoughts on that, Alhatham? I have no thoughts regarding King of Invocations. Nilo obviously wasn't asking about that. Deserts are much more dangerous at night, so this competition should be nearing its end. At the moment, only Farazan, Layla, and Kaveh remain.
I wonder who the next person to find a disruptor will be. Wait, only 3 people are left? Tainari forfeited, and Sino's already done. What about Hat Guy? He also forfeited not long ago. Was? Vorhin hat er noch so aufgegeben. Angegeben. Aufgegeben. Er hat total aufgegeben vorhin. Angegeben. But, like Al-Haytham said, this round's almost over. Let's go see what the other contestants are doing. Okay. Beobachte und notiere den Zustand der anderen Teilnehmer. Gut, Laila ist wahrscheinlich inzwischen eingeschlafen. Ist weiter oben? Oder wo ist sie? Oder ist sie immer noch da? Ja, die macht ein Nickerchen. Oder hat was gefunden. Ne, sieht eher aus, als hätte sie was gefunden. Hello again. You know, it suddenly occurred to me that you guys have had to do a lot of running around this time. Don't you find it tiring? Ja, so ein bisschen. Well, in that case, let's take a short breather here. The desert's getting colder now that night's falling, and the wind can really sting your face because of all the sand in it. Has anyone finished this round yet? Ja. Sino's already shut one down. Have you made any progress yet? I circled the whole area, but I didn't find anything. But I did have the chance to think some more about that thing that was weighing on my mind, and I realized something. Was denn? Well, my fellow Retawahist members must have all put my name forward for different reasons. And maybe a lot of them only denk doch picked nicht so. me because they wanted to watch me make a fool of myself. Ach, denk doch nicht so. But be that as it may, I believe that a lot of them genuinely do expect great things from me. And I want to live up to their expectations. I don't want them to regret putting my name down. Huh? But doesn't thinking like that put a lot of pressure on you? Of course, that comes with some amount of pressure for sure. But now I've thought about it, I don't feel like this is something I have to do. Instead, it's something I want to do. That may not sound like a huge difference to you, but it's helped me relax a lot. So don't worry about me. Well, that's great! Also, now that I've relaxed, I'm suddenly really sleepy. Gute Nacht. I think I'll just take a quick nap. Just a quick one. Im Stehen. Okay. But the competition isn't over yet. Was? Oh, Layla. She's really a bundle of nerves, isn't she? Okay, das kam jetzt unerwartet. You're... Die andere Laila, echt? Gab's schon eine? Haben sie die schon vorgestellt? Habe ich was nicht mitgekriegt? Laila im Schlafwandlermodus. Good to see you too. Ooh, it's nice to be out. Feels like I've been cooped up inside for quite a while. Well, since I'm here, I guess I should help her finish this. What are we supposed to be doing here again? Finding a ley line disruptor, was it? Ja. Let me see. Looks like she's basically gathered all the information she needs. It won't take long to wrap this up. Come with me, you two. Ich kann mich nicht erinnern. Kennengelernt haben wir sie ja bei diesem Pilz-Wettkampf. War das da auch schon? Echt? Ich bin irritiert. Do you ever get the feeling that the ley lines have a regular flow? Similar to the way that celestial bodies follow fixed orbits? If we were looking down from on high, I wonder whether we'd find that the ley lines are just the reflections of the stars upon the Earth. Not all astrological phenomena can be directly observed. Some are deductions based on other details that we know. Aha. It's the same situation with the ley lines. The parts of them that are hidden underground can be identified via elemental energy, sound, and other phenomena. Wir haben doch eine Laila, oder? Genau, darum ging es mir aber eigentlich jetzt gerade gar nicht. Ich wollte nur schauen. Gibt es Legendenaufträge? Ja, hier gibt es das Einladungsereignis mit Laila. Vielleicht erfährt man es da.
Und sie haben vergessen zu sagen, dass man das vielleicht auch spielen sollte vorher. Keine Ahnung. Ich kann mich echt nicht dran erinnern, dass es eine Schlafwandler-Laila gab. Plus, now that someone has shut one of the disruptors down, the contrast between before and after can provide me with further information still. Let me see. It should be here, I think. Oh, hier ist so ein Sandhaufen. Nein? Okay. Doch. Ah, this should be it, right? I'll turn it off. That should restore the ley lines in the area to normal. Nice work! Again, I didn't do any of the real work. I'm just wrapping up. She'll probably wake up soon. No doubt she'll be a little disoriented at first, but once she's got her bearings, she'll go and report that she shut down this disruptor. Will you be staying here for a while? Or are you going to check on the other contestants? Oh, time to check our locator. Whoa, it looks like Kaveh and Farozan are headed towards the same place. Ach, schon wieder. Perhaps they're about to find the lost disruptor. Also, speaking of Kaveh, he's an interesting one. Aha. Why do you say that? Wieso? Before the second round, he had a chat with the other me. He said that worries can be like illnesses. They don't always have a magic cure. Sometimes you just have to endure them as best you can until they run their course. But the way I see it, his situation is much worse than my other self's. She just hadn't found what she wanted to do at the moment, which is why she felt lost. Kaveh, meanwhile, knows what he wants to do. He's convinced that he has to win, and yet he still seems conflicted. He doesn't have a second personality, but somehow he still seems that he's at odds with himself in some way. Ja, ja, er hat schon so seine Komplexe. Das haben wir ja schon festgestellt. I don't know exactly how to describe it. It's like he's smiling on the outside, but there's no joy inside. Only sorrow. Still, who knows? He must be more experienced than me. Maybe he's just better at dealing with it all than I am. But back to the topic of wrapping up. Shouldn't you be getting back to the action to record how everything plays out? Oh, true. Okay then, guess we'll be going now. Kaveh and Farozan were super confident at the start, but it turns out they're the last ones to find the disruptor. But between the two of them, who's going to get there first? Let's head over quick. Naja, lass mich doch mal die Karte aufmachen. So. Wo sind sie denn? Da hinten. Ach Gott, wie komme ich denn da jetzt hin? An zu Fuß. Time to scout. Sind sie das? Nee. Hä? Wer ist denn das? Guten Tag? Oh, okay. Dich ignorieren wir. It should be around here. Finally found it. Kaveh? Are you? Die haben's aber auch, die beiden. And here I thought you would have finished this round by now. Farozan, Kaveh! Oh, looks like Layla's already done. I didn't expect that you and I would find a disruptor at the same time. How are the other contestants doing? Die sind schon fertig. Tainari and Hat Guy forfeited, while Sino and Layla are already done. You two are the only ones left. Huh? That's weird. Didn't you start digging really early on? Yes, I kept digging, but instead of finding a disruptor, I found a ruin. I fell down pretty deep, and it was completely dark in there. It took me quite some time to unlock the various mechanisms and return to the surface. That's actually impressive. Ja, irgendwie schon. Finishing a week's worth of trials in such a short time. Huh. That's pretty amazing, Madame Farozan. What about you? Why are you so late? I encountered a lot of lost desert foxes along the way, and I brought them to the outskirts of the competition zone. When I came back, I was absolutely parched. Na toll. And then I blacked out. When I woke up, it was already night. I used the last of my strength to come here. A most curious reason indeed.
But are you sure you're all right? It sounds like you were in an incredibly dangerous situation. Nein. You said you Was were hatte ich übers familiar with the Rettungsteam desert. gesagt? But the way you handled problems, it does feel rather at odds with your title as a genius. It was problematic, but that had nothing to do with me being a genius. It was my decision. The way I did things wasn't optimal, but I wouldn't have been comfortable not doing it either. My... Youths these days, each stranger than the next. But back to the main issue at hand. Since we are both very certain that this is where the final leyline disruptor is, let's dig it up then. Tja, und wie teilt ihr euch jetzt die Punkte auf? Du hast doch gesagt, du gibst sie ab. This is indeed it. Of that there is no doubt. But how shall we count the score this time? Du hast gesagt, du gibst sie ab. What is it, youngster? You seem relieved. Oh, nothing. I was just thinking that this round's finally over. There shouldn't be any more innocent creatures getting wrapped up in danger. As for the points, I guess we can draw lots again later. I can't think of anything better. Die losen das schon wieder aus. Alright, in that case, let's all head back to Aru Village. Paimon thinks you'll both need some water and rest. Na gut. More speed. Looks like the second round is over. I wonder who is faster, Kaveh or Madame Farazan? Huh? Where's Madame Farazan? Gute Frage. She went to get water. She'll be back shortly. We basically arrived at the same time, so we'd like to draw lots again. Na. You get caught up in some things so easily, like drawing lots. I'm not caught up in anything. Don't make it sound like I take pleasure in having bad luck. Really? Then should I say that you have a curious affinity for drawing lots? I'll go get the box and slips of paper for the lots. Please wait a moment. Oh, here we go again. Let's see how I fare. I got Na it! also. Did you see that? I won! Congratulations! Looks like Kaveh's luck's taking a turn for the better. Oh, finally! After all this time! Oh Gott, It Ding. looks like you've Ding been bedeutet rewarded for ja your echt viel. tribulations in the desert. This round's points are yours. And with that, our second round is done. Sino, Layla, and Kaveh are our victorious contestants. As for the current standings, let me see. Sino and Layla both have 4 points, putting them both in first place. The rest in descending order are Tainari, Farazan, Kaveh, and Hakai. The next round will be the final one. Please rest up before then, everyone. I heard that some stalls at the Wisdom Gala are debuting new games, so feel free to drop by if you're interested. Otherwise, see you next round. Okay. Da können wir also noch neue Spiele freischalten. Dann sollten wir sowieso auf jeden Fall erstmal hier die Story machen. Besucht die Stände auf der Akademiemesse. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Da müssen wir nach Sumeru zurück, ne? Ja. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso erstmal ein bisschen spielen. Minigames machen? Oder wie? It feels like something's been on your mind this entire time. Der weißhaarige Mann, der vor Beginn des Wettkampfes gesehen wurde. Das geheime Gespräch, das ich nach dem Ende der ersten Runde gehört habe. Der weißhaarige Traveler, Mann. Paimon, I finally found you. Finally? Did something happen? Don't you feel like there's something off about this year's Academia Extravaganza? Ja, nein, vielleicht. When Candace and I were at the cafe earlier, we might have caught sight of some mercs on business. Thing is, they were disguised as tourists here to shop.
but no disguise can mask the stench of blood. Just from their suspicious looks, I bet they do dirty work like kidnapping or assassinations. We eavesdropped on them for a while. Their target seems to be someone called Sachin. Sachin? Isn't that the person who Karina mentioned during the opening ceremony? Ja? He's apparently the sponsor behind the competition ach so, prizes aha. and the diadem of knowledge. Sounds like a rich person, all right. It makes sense now. The Eremites have been struggling to make ends meet recently, so a lot of groups have been doing private work that involves the rich. In their words, one gig sets you up for half a year. Just one job like this nets them enough mora to take it easy for a while. The extravaganza has brought many tourists to Sumeru City all at once, so it's likely that they took advantage of the bustle to sneak in. Dia and I wanted to directly capture them, but they were on guard and made some excuse to slip away. I would have tied him up if it wouldn't have caused a scene. Who's legally supposed to take care of this kind of thing? The Matra or the Core of 30? If Sino were here, he'd definitely get involved. Why don't we head over to the Academia and tell Amatra? Thanks a million, you two. Not at all. It was coincidence on our part as well. Yeah, don't sweat it. The Eremites' reputation is gonna get even worse if these scumbags succeed. But this is Sumeru City. Candace and I don't have as much freedom to act here, so we're leaving this in your hands. Should you require our aid, come find us at the cafe. Paimon's noticed that something's bugging you. Is it the extravaganza? 'Cause Paimon's starting to think that there's more than meets the eye here, too. But thinking like this isn't doing anything. Let's just go find Amatra. Okay. Also doch keine Minispielchen. Sind wir schon quasi in der nächsten... Nee, nicht Messestände. Meisterschaft? Nee, wir sind immer noch... Verdacht erregt. Das Sandmeer flutet und ebbt. Ja, ja, ist immer noch. Okay. Hey, isn't that the Matra we investigated Siraj with? Ja? Arav, wasn't it? Let's go talk to him. Hello, both. It's been a while. Do you have any issues to report? Someone's planning to kidnap Sachin. Goodness. Though I suppose it's not all that surprising. The growing popularity of the extravaganza has given him quite the reputation boost as its sponsor. He's seen as one of these super rich types. Well, since he's got a target on his back now, shouldn't you send some people to protect him? To tell you the truth, we've thought about doing just that. However, Sachin apparently prefers to spend most of his time out doing field work, and hardly ever comes back to Sumeru City. No, our only lead is something he once said. Each time the Inter-Darshan Championship is held, I will be watching from close by to choose a suitable person to inherit my estate. Assuming he remains committed to that promise, then he must be right here in the city somewhere. I suspect that the Eremites in question must have heard about that as well, and decided to come here and try their luck. So, they shouldn't know where Sachin is either, right? Ah, das ist doch schon wieder eine ganz andere I would Geschichte assume hier. not. Anyway, Mahamatra Saino is still on vacation, so Ja, I'll handle this. Vacation. Don't you worry. A couple of kidnappers aren't gonna get very far in Sumeru City these days. All of that said, if you're interested in Sachin's story, why don't you try tracking him down as well? The sooner we ascertain his whereabouts, the quicker we can act to ensure his safety. I mean, you could task all the Matra and the whole Core of 30 with someone's protection, but if the client doesn't show themselves, there's nothing we can do to help them. Fair point. Guess we should start searching for him too, but where should we start? Haben die Materialien über Sachin? None, I'm afraid. He's never committed any crimes or broken academic protocol, so we don't have a very detailed file on him.
I've heard that Al-Haytham has now stepped down from his post as acting Grand Sage and is back to being the scribe again. Ja. Maybe it's worth checking to see if he knows anything. Ah, okay, dafür mussten wir auch den Legendenauftrag machen, um diese Erkenntnis zu haben. Yeah. Okay, we'll head back to the extravaganza venue and see if we can find him. Okay, Rinnen Kartoffeln raus aus den Kartoffeln, also wieder zurück. Und hier rüber. Hey, Nilu, have you seen Al-Haytham anywhere? Al-Haytham? We're trying to track down someone and we need him to pull up some records for us. Oh, I see. Sorry, I don't know where he went. He's always the first to leave after the competition ends, and he never tells anyone where he'll be going. Huh. Yeah, actually, that sounds about right for him. Let me think. To be honest, he doesn't seem very interested in the extravaganza, so he probably doesn't stick around longer than he has to. To him, being a commentator is just extra work he was roped into. Do you guys know of any places he'd go after work? Nach Hause? Ooh, maybe. Paimon remembers that his house isn't that far from here, so we might as well check it out. Oh je. KW freut sich. Der will uns sicher sehr gerne sehen. Wir gehen über die Mauer, ne? Das ist einfacher, als einfach hier vorne durch die Tür zu gehen, also durchs Tor. Das macht ja keiner. Total überbewertet und so. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Haus? Nee. Haus? Doch Haus. Hä? Das Spiel veräppelt mich. Ah, da Haus. Sehen aber alle gleich aus, die Häuser hier. Mensch. Let's try knocking. Klopf, klopf. No answer? Maybe no one's home. Klopf, klopf. Hello? Al-Haytham? Are you in? We need your help with something. Oh, it's you two? Oh, Kaveh, you're home. Come on in. I'll get the door for you. Weil ja auch niemand sieht, dass er da ein- und ausgeht. We didn't hear a peep when we first knocked. We thought no one was home. Well, I can't be too careful. If someone from the academia came here looking for Al-Haytham, and I opened the door for them without thinking, before long the whole city would know that I'm living here. Wo ist dein Problem? You're pretty conscientious about this, huh? So, what happens if someone comes inside looking for him while you're at home? It's fine, as long as I stay in my own room. Anyway, why would someone just barge in here looking for him? Most people have better things to do. Fair enough. So do you know where he is at the moment? What do you think? Who knows what he does in his free time? All that matters to me is that he's out of the house. Oha. Ärger im Paradies. Gab es Streit? I wouldn't call it that. He's just incapable of saying anything pleasant at all. I told him how the second round went. I won the lot draw, remember? Because of good karma, of course. My luck's on the rise. But him, being him... Oh, you wouldn't believe what he said after I was done talking! Du hattest halt Glück. You're always quick to remind me that you're my upperclassman, and yet you do not problem solve in the manner becoming of an upperclassman. This begs the question of why we attach prestige to seniority at all. What does he mean, manner becoming of an upperclassman? What, am I supposed to earn the title of upperclassman now? Ja, ja. And he didn't stop there. He said, I'd encourage you to reflect on why you've ended up having to rely on luck every round. Frankly, it's incomprehensible to me how you've managed to make it to this age without acknowledging the proverbial elephant in the room of your life. Naja, wo er recht hat. Yeah, that does sound like something Al-Haytham would say. I've had it with him. Every time I talk to him, it's the same way. He finds a way to infuriate me every single time. Ja. Zieh doch raus. Anyway, the disdain is very much mutual between us, so I'll be moving out as soon as possible.
I'm actually packing my things right now. He'll have to get used to doing his own cleaning and tidying from now on. See those perfectly hung paintings on the walls? They're coming with me too. If his life wasn't utterly devoid of artistic sensibility already, it certainly will be after today. Ja, wird schwer leiden. Wait, you're moving out already? But the competition isn't even over yet. How can you afford it? Well, obviously I can't just yet. I'm just packing early to get ahead of the game. I've got my new place picked out already. The moment I have my hands on the prize money, I'm going to buy it and move my things right in. It'll take me 3 days tops to move out of here for good. Spoiler, wird nicht gewinnen. I now know what I have to do to achieve this goal. No matter what happens in the 3rd round, I will win. I will emerge triumphant. You'll see. Naja. We'll be rooting for you. But are you sure you'll be all right? In what way? Layla said that she thinks you'll get caught up in internal conflict. Meaning what exactly? Oh, don't tell me you think I have serious personality flaws too. Nein. Oh, we didn't say that. But think about it. You say you want to win, but you also turned Farozan down when she offered to give you her points. Plus, you took it upon yourself to help those desert foxes. Wait, what's so unusual about all that? I gave you my reasons. I would have felt guilty otherwise. Where's the conflict in that? Warum würdest du dich denn schuldig fühlen? Well, when you put it like that, yes, why indeed? It's a good question. I guess it's just in my nature. Plus, if I just did nothing, then there'd be no escaping the blame if something bad came of it later down the line. Welches Blame? But thinking like that all the time must make your life so exhausting. Not to mention that by helping out, you put yourself at risk. Fainting in the middle of the desert, for example. It's complicated. Look, let's maybe leave this conversation for another time. What was it you needed Alhatham's help with, anyway? Wir möchten ihn bitten, in Sachins Akte zu schauen. Sachin? Huh. He did actually mention a Sachin recently. I remember he brought a few documents home that day. He was thinking out loud as he looked through them, making some notes and doodling as he went. He even suggested that I should take a look, but I didn't. Give me a moment. Let me go. Okay. Ah, this is the one. Here, take it. Okay. You sure he'd be okay with this? With taking liberties? He's certainly okay with helping himself to my beer whenever he pleases. And anyway, he did ask me if I wanted to read his notes. I didn't see the point at the time, so he just left them on the side. Naja, das ist trotzdem He nicht in doesn't leave Ordnung documents unbedingt. lying around unless he's okay with other people reading them. It's fine, I promise. Cool, if you say so. Okay, let's see what he's got on Sachin. Lies die Unterlagen auf dem Tisch. Ach du meine Güte, okay. Sachin kommt aus einer wohlhabenden Familie. Sein Vater Rajput war ein prominenter Geschäftsmann in Sumeru, der viele Besitztümer besaß. Als er 9 Jahre alt war, trat Sachin in das Vahumana-Institut ein. Er zeichnete sich in seinen Studien aus. Als er 15 Jahre alt war, absolvierte er als Klassenbester und wurde von den Weisen gelobt. Als er 16 Jahre alt war, begann Sachin seine Expedition und sein Studium der örtlichen Kultur und Bräuche. Seine Spuren sind überall in den Regenwäldern und Wüsten von Sumeru zu finden. Als Sachin 23 Jahre alt war, starb sein Vater Rajput. Sachin kehrte in die Stadt Sumeru zurück, erbte das Vermögen seines Vaters und verbrachte dort 2 Jahre. Als er 25 Jahre alt war, begab sich Sachin erneut in die Wüste, um Feldforschung zu betreiben. Aus den überlieferten Aufzeichnungen geht hervor, dass er mit einer Karawane reiste und eine Zeit lang im Aru-Dorf lebte. Als er 32 Jahre alt war, kehrte Sachin in die Stadt zurück. Er sah erschöpft aus und befand sich in einem sehr schlechten Geisteszustand. Von außen wurde viel über ihn spekuliert, aber Sachin schloss sich in seinem Zimmer ein und reagierte nicht darauf. Als er 33 Jahre alt war, übertrug Sachin die Verwaltung seines gesamten Vermögens auf die Akademie und versprach, alle Einnahmen der Akademie zu spenden. Er schloss einmal einen Vertrag über die Verwendung des Erlöses und das Eigentumsverhältnis ab. Im Folgenden sind einige Zitate von Sachin bei der Vertragsunterzeichnung aufgeführt.
Mindestens 30% der Einnahmen aus dem gesamten Geschäft werden für die Finanzierung von Preisen für die interinstitutionelle Meisterschaft verwendet, um junge Geister zur aktiven Teilnahme an dem Wettbewerb zu ermutigen. Ich werde auch alle meine Sammlungen spenden, von denen die berühmteste, die Krone des Wissens, als Ehrenabzeichen dienen wird. Sie darf nur der Gewinner der Meisterschaft tragen. Darüber hinaus erhält die Akademie nur das Recht, das gesamte Vermögen zu behalten und zu verwalten. Das Vermögen gehört weder der Akademie noch mir. Aha, okay, sie erhält nur das Recht. Jedes Jahr, wenn die interinstitutionelle Meisterschaft stattfindet, werde ich alle Kandidaten aus nächster Nähe beobachten. Wenn ich von einem bestimmten Kandidaten beeindruckt bin, werde ich mich zu erkennen geben. Ich werde mein gesamtes Vermögen der von mir anerkannten Person schenken. Er hat das Recht, alle Vermögenswerte unter meinem Namen und deren Einnahmen zu verwenden. Ich hoffe, dass die Akademie alle Entscheidungen dieser Person respektiert. Nach Inkrafttreten des Vertrages kehrte Sachin in die Wüste zurück, um seine Forschung fortzusetzen. Doch seitdem hat niemand von ihm gehört. Viele behaupteten, ihn in der Wüste gesehen zu haben, aber nichts davon wurde bestätigt. Seitdem sind 20 Jahre vorbei. Mhm. That was a lot of information. Paimon's getting a headache. GG, großartig gelesen. Dankeschön. So, to sum up, Sachin put the academia in charge of managing his estate and went off to do research, right? He even said that if he really liked Hallo Marikado übrigens, du hast dich ja noch gar nicht gemeldet. But his entire estate as well. Oh, that must be worth heaps and heaps of mora. What? Are you serious? All of Sachin's wealth, that's more than I could spend in a lifetime, surely. Heck, if I got chosen, I'd be able to pay off all my debts, then buy a new place and still have cash to burn. Ja, vielleicht wolltet ihr helfen, das mitteilen. I could build another Palace of Alcazar's array, except this time I'd make it 10 times bigger. Macht das Sinn? Oh, then there's that new project in Port Ormos, of course. The bridge renovation. To do it properly would take upwards of... Hey, snap out of it! You're getting way ahead of yourself there, mister! You're right. First I need to focus on winning and moving out of this place. Huh? Wait a moment. There's a loose slip of paper tucked in between these pages. Did Alhaitham write this? It looks like he was jotting ideas down as he was thinking things over. Let's see. Two phrases have been circled. Sachin, dead or alive, unknown. And diadem of knowledge. Some of this stuff is just plain incomprehensible. Is this written in some other language? Let me see. Huh. I recognize this script. Give me a second. Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps little decisions can. That's a rough translation anyway. I can't guarantee it's 100% accurate. There's another smaller line of text underneath. Why would he bring that up? Wow, it's so cool that you can actually read this script! We worked together on a project once when we were students. The title was Decoding the Runes and Architectural Philosophy of the Ruins of King Deshret's Civilization. I had to familiarize myself a little with this script at the time. Oh, interesting. So, any idea what Alhaitham meant by all this? Who knows? The way his mind works is one of the great mysteries of the world. Fair enough. Well, guess we've learned all we can here. Ich hoffe, Araf hat Fortschritte gemacht. Yeah, he better catch those crooks. But until then, let's just head out for a stroll. Okay. Jetzt können wir den dritten Akt anfangen. Oh, das wird aber heute spät, wenn der dritte auch noch so lang dauert. Und dann wollen wir auch noch die Minispielchen machen. Warte bis morgen früh um 7. Na gut. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Paimon just heard that the Matra have arrested some Eremites who snuck into the city. Oh. Maybe
maybe they were the ones plotting to kidnap Sachin. Let's go to the Academia and check with Arav. Na gut, machen wir das. Nee, waren ganz andere. Ist nur ein Gerücht. Ah, you're here. Sorry, I was just about to send someone to inform you. I only just finished interrogating the suspects. What did you find out? Well, lots of unexpected details, let's put it that way. The mercs themselves were surprisingly easy to catch. We just had someone dress up as Sachin and they took the bait. But then it starts to get messy. During the interrogation, we learned that they were hired by Sachin's own child. Okay. What? Why would someone want to kidnap their own father? What's up with that? Naja, ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass sowas It's anybody's passiert. guess at this point. In any event, apparently the guys we caught are just the tip of the iceberg. We're diverting manpower as we speak to try and round them all up. Would you like to come along? Oh ja. Sure. Let's go get to the bottom of all this. Menschen, kommen, gehen. Kampf um die Krone. Bisschen weiter raus, ne? Ja, okay. Na? Ach so. Nichts zum Regenerieren. Also zumindest nicht nötig. Oha, da liegen welche. Was ist denn hier los? Are you sure this is the right place? Something feels off. Ach, meinst du? Positive. But I don't understand why they're all unconscious on the ground. Wollte gerade sagen, irgendwas fühlt sich komisch an. Ja, nee, die machen nur Nickerchen hier. Ist ganz normal. Boss, we got more company. Look, we were just doing what we were paid to do. You're punishing the wrong people here. You want the real culprit? It's this guy. He hired us to kidnap Sachin. What happened? Who beat you all up? Wait, you mean you aren't with them? Nee, With who? wen auch immer. First there was this flying brat. Didn't bother asking any questions, just started throwing punches. Okay, After Huttyp. that, some guy wearing green came along and interrogated us for a bit. Alle helfen. Okay. I've got the confirmation I needed. This is the one who masterminded this whole plot. Jawani, Sachin's son. If you have any questions for him, now's your chance to ask them. When you're done, I'm arresting them all and taking them back to the Academia for further interrogation. So why did you hire people to kidnap Sachin? What do you think? 20 years ago, we upped and left to go and live a carefree life, not giving a second thought for my welfare. Oh. As if that's not bad enough already, he went and put his entire fortune in the care of the Academia, along with a contract saying that one day he'd pass it all on to a genius he admired. Tja, Junge, büffeln. That's my inheritance. By rights. You expect me to sit back and watch it go to someone else? If he won't give me what's mine, I'll just have to take it from him. Warte, du meinst also... Of course. Didn't he say he would be here somewhere, watching the championship from the shadows? So, I figured I'd get some people to nab him. Then I make him change the contract. And if the Academia doesn't agree to hand over the goods, I make him publicly announce that I'm his chosen genius. Also habt ihr ihn schon gefunden? No. The old fart knows how to stay hidden. I'll give him that. Ja, I already womit? thought Mit he'd gone Recht. mad 20 years ago. And who knows what a madman's truly capable of. Wie gut kennst du die Krone des Wissens? Diadem of knowledge? You mean that thing he donated to the Academia? Well, I can tell you that it's very expensive. He sold a lot of assets to purchase it back in the day. Weird things started happening after he brought it home, too. For example, sometimes we'd hear a high-pitched voice coming from the storage room. Also, before donating it to the Academia, he once shut himself in that same storeroom and researched it non-stop for days.
Something was already seriously wrong with him by that point. Nothing he did shocked me. What do you mean, something wrong with him? I only have a vague memory of it, since I was very young at the time. But I have the impression that he went out into the desert for research and didn't return for many years. When he finally did return, he was a changed person. He would mumble incomprehensibly and write essays day and night. I asked if I could see what he'd written, but he chased me out of the room. Later, he went out somewhere and took his written essays with him. When he got back, he signed his contract with the academia. Part of me wonders whether he'd already stopped being my father by that point. Perhaps the man we called Sachin was a demon from the desert who was wearing his skin. Ja, natürlich. Okay, you can stop now. You're creeping Paimon out. You can believe me or not. Doesn't matter to me. I told you all I know. But if you do see Sachin, tell him this for me. Whatever it is that he's researching out there, he'll always be garbage in my eyes. Du hast ja You Probleme. finished? In that case, come with us. Well, we finally caught the guy behind all this. Thanks for providing us with the critical information. Do you still have any lingering concerns? Die Krone des Wissens. Yeah, Al-Haytham's notes do mention that item. Scribe Al-Haytham looked into this matter. Understood. Well, if you believe there to be an issue with the diadem, I'd suggest contacting the organizers and getting them to pause the competitions while we investigate. That makes sense. Okay then, let's get back to the venue. We need to tell Karina what's going on. Krone. Bisschen Drama muss ja sein, nicht? Ich hoffe, wir schaffen heute noch ein paar von den Minigames. Ich schon Bock drauf. Karina! You're finally back. Where have you been? I looked everywhere for you. The third round's already started. We were out capturing some bad guys who wanted to kidnap you. Nur mal so eben. But that's not important right now. We think there might be something wrong with the Diadem of Knowledge, and we'd like to investigate it. The diadem? That seems unlikely. Unmöglich. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. The Diadem of Knowledge has been used in every extravaganza over the last 2 decades, always without incident. Why has this come up now? Wir haben Nachforschung angestellt. This is pretty serious. Let me think. Okay, here's the situation. The diadem is currently in Mount Deima Forest. In the third round, contestants have to go into Mount Deima Forest, find the diadem, bring it back, and place it on the stand. The first person to do this gets 4 points. Aha, und der Rest? Considering how close the scores are between our contestants, whoever wins this round is very likely to be the winner of the whole competition. Hätte man sich den Rest auch sparen können. As such, I suspect competition to be very fierce. You might not make it in time. Okay, ein Versuch kann nicht schaden. I'll mark the diadem's location for you. Please head there immediately. Let's hope nothing happens. All right, let's go. That's weird. The locator stopped working. Is the forest interfering with it? Ugh. Let's just go grab the diadem. Gut. Ach Gott, so mittendrin. Ich hoffe nicht zu weit oben. Nee, eher unten. Okay. Es wird finster. Oder so. Vielleicht wirkt es auch nur so. Was haben wir hier? Es leuchtet, es glitzert. Aber sonst ist nichts. Okay. Versuch was wert. Sind wir schon richtig? Weiter runter, weiter runter. Na? Noch weiter runter. Nee. Uh-oh. This place looks empty. Ach so, okay. Did someone already take it? Well, we might as well head back and see if anyone's turned it in.
Ich habe mich eh gefragt, ob das so schlau ist, einfach eine Krone irgendwo in den Wald zu schmeißen und zu hoffen, dass niemand die findet, außer die, die es finden sollen. Naja. Na, wenigstens ein Schmetterling erwischt heute hier. Ah? Die sitzen da und brunchen gemütlich. Das ist ja nett. Wer ist denn noch da? Ach, Nilo. Ach so, die haben da ihr... Oh, looks like Layla sees the diadem. But getting to the goal won't be easy. That guy enters the fray. Horizon's device has gone haywire. The competition is heating up. Oh. And here's Kaveh bringing up the rear. It's Kaveh's toolbox! Throwing the diadem to its owner. Yes, that's right. Put the diadem in place, and you shall gain all you desire. Who are you? I need you to get out of my head! I am confident that you will not disappoint me. What just happened to me? Something's wrong. Drama. At long last, someone to inherit my estate, and with it, my research. Wieso? Was hat er geleistet? Come, Kaveh. Come to me, my child. Also jetzt außer die Krone dahin geschleppt, aber... Aber angeblich ist ja bisher nie was passiert damit. How do you know my name? Who are you? I am Sachin. Well, to be precise, I am but a fragment of Sachin's mind. Fate is a curious thing. Seeing you reminds me of another I once met. But you are made of sterner stuff than he. More cognizant of the trials and tribulations of this world. Warum hat die Tante... It is you who are worthy to inherit all that I once owned. Wieso hat die Tante uns jetzt eigentlich dahin geschickt, wenn der Wettkampf schon längst mittendrin ist? Dann spoiler ich ja den... Ja gut, war ein Notfall, aber trotzdem. We meet for the first time, children. But what I mean to say now is of utmost importance. You have all performed outstandingly in this Interdashon Championship. The Academia has many rare talents among its ranks. But if I were to choose a successor, I would choose you, Kaveh. Not only because you were victorious, but also due to our similarities in character. Okay. Loser von Natur aus, oder wie? Me? Why, yes. Both of us have the misfortune to be idealists. And that is the source of our misery. 28 years ago,
I came to the desert and lived there for 8 full years. What do you think I saw there? Alas, endless strife and slaughter. Conflict over water sources. Robbing of merchant caravans. Exploitation of the people relentlessly, day after day. Beyond the wall of Sandmeer lay a completely different world from the one I knew. The things I witnessed there tormented me greatly. I wished desperately to find a way to save them. So, did you find a way? As a Vahumana scholar, I tried to use Vahumana knowledge to find the answer. I researched history and anthropology, performed countless experiments on human nature, and even sought out the scholars living deep in the desert who called themselves the Lost Darshan. But in the end, I found that the answer I sought simply did not exist. It was not possible to simply assign blame for these transgressions to any one party, for the sins are carved into humanity's very nature. Our nature begets conflict, and conflict begets destruction. The aim of my research was to draw lessons from history. But what I discovered was that history offers no such guidance. Things can only ever go from bad to worse. Ja. Ja, zumindest so punktuell. After this realization, I could no longer see the meaning in anything that I had ever learned. Consumed by an overwhelming sense of emptiness. Das ist immer I could eine no longer bear to face life. ultimativ tolle Lösung. But before I went through with it, a strange twist of fate led me to come into the possession of this diadem, which has the ability to preserve part of one's consciousness. As I thought, the contract you signed with the academia was in essence your will. But if you'd given up hope on this world, why did you feel the need to do this? I mentioned that I had performed a great many experiments concerning human nature. You may regard this as the very last experiment of them all. The academia has no shortage of genius talents, nurturing the brightest minds of every generation. And so, with a handsome reward to draw out the worthiest of individuals, my hope was that one day I would find one who could untangle the mystery of human nature once and for all. I see. So you desired a successor who was not only a genius, but who also understood the suffering of ordinary people. Such a person would have a clearer understanding of humanity, society, and the world. Huh? But did you ever consider that wealth numbs the human heart to the pain in the world? Even an idealist may be incapable of following through on your wishes after inheriting your wealth. You are highly intelligent, yet you are not the sort of person who would understand my line of thinking. To me, this is also part of the experiment. Da wäre ich aber vorsichtig. Investigation into human nature. Da wäre ich aber sehr vorsichtig, dieses Erbe anzutreten. Whether my successor suffers as a consequence of my research, or succumbs to an indulgence in pleasure-seeking, I grieve the fundamental sickness of the world. I regret the unbearable weight of its history. And I lament the research that I failed to complete. And this, Kaveh, my dear child, is why you will be of great utility to me. You're absolutely certain that you want to give me everything you owned? I have faith in what I see. Wir bauen wieder einen ganz tollen Palast. Now wear the diadem, Kaveh, and complete the journey that I could not. Will the verdict I reached cause you suffering? Or will this newfound wealth numb your heart? I look forward to your answer. All of my research materials are being stored at Huh? I've heard enough! My life's enough of a mess already. The last thing I need is more suffering. Keep your Mora. I don't need it. Didn't you say that you saw a lot of people in pain? Well, if that's the case, then your wealth can go to them. Sag ich doch. Ich wäre da sehr vorsichtig. I guess that'll be the end of that. Kaveh,
Are you all right? Any physical discomfort? I'm fine. Thanks, Tighnari. Don't worry about me. Don't push yourself too hard. Kaveh. Kaveh may have broken the diadem, but he successfully completed the task prior to that. According to the rules, this makes him the victor of round 3. Points-wise, this also makes him the winner of the Interdarshan Championship. As the champion and Sachin's personally designated successor, Kaveh has obtained the rights to inherit the entirety of his estate. For the avoidance of doubt, can you confirm that it is your intention to donate all of Sachin's wealth? Like I said, he thought that the world is a bad place. Well then, let's use what he left behind to change it for the better. Rejecting the world will achieve nothing. He and I, we're not the same. All right. As the scribe, I will make a record of this incident on file. The sages will contact you in person for details on how exactly Sachin's estate is to be used. That sounds fine. I don't know if his research findings were right, nor would I know how to finish his research for him. But what I do know is that by ending this here, no contestants will have to suffer. We won't be the last. There will be more championships to come, and countless future scholars will follow in our footsteps. Sachin's words can only cause pain, but not anymore. No one else has to hear them now. We're all scholars here. I know full well that shutting down his views like this is autocratic and arrogant. Fine by me. I'll bear that responsibility. It's the least I can do. And, well, it's the only thing I can do. Well said. What you've expressed is a sense of justice and idealism that many aspire to, but few dare follow through with. I say this despite the fact that, in my view, it's quite ridiculous. You have long been aware of what your flaws are, but your pride alone prevents you from admitting it. Nevertheless, your perspective is well suited to appearing in a victory speech. Contestant Kaveh, on behalf of the organizing committee, it is my honor to congratulate you on your victory. What? Please, I don't need your insincere praise. Anyway, this isn't the time or place for debates. Keep your commentary focused on the competition, not my views. Congratulations, Kaveh. Also, you'll need to prepare for the award ceremony. Looks like the ceremony will be held at the main venue. Let's head over and check it out. Kreislauf des Verstandes. 3. Akt, okay. Na dann ist dieser Akt ja doch relativ schnell vorbei, es sei denn, es kommt noch Story-Teil. Aber ich glaube nicht. Und dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit, um die Mini-Quests, die Minispiele zu machen. Thank you all for your excellent performance. And that brings this year's Interdarshan Championship to a close. Finally, it gives me great pleasure to invite our champion, Kaveh, to the stage to receive his award. Typically at this point, we would crown our champion with the diadem as well as presenting them with their award. Aber hat sie kaputt gemacht. However, we have just received word that Kaveh has inherited Sachin's estate and made the decision to donate it all to charitable causes. Sachin's estate is getting donated? So much, Mora. And he gave it all up? Kaveh's generosity will give many struggling families the chance to change their lives for the better. Of course, without the diadem and prize money to present, this makes the award ceremony a little more concise than expected. Would you like to say a few words, Kaveh? I'm sure many of our audience, like myself, are curious to learn why you decided to give all this wealth away. I'm not entirely sure what I should say under these circumstances. I'm glad to have won, even though I'd say luck played a big part in that. As for why I want to give the Mora away, I don't support Sachin's views, and I don't want to take his Mora. With a lot of things in life, people need to experience them for themselves. It shouldn't be up to one person to make a judgment on. Anyway, this isn't really the time and place for such weighty and complicated topics. So, I guess that's all. I'll leave it there, Oh, Kaveh, just one moment. While this is a short and sweet award ceremony,
we do still have a prize to present you with. Please take this limited edition Gleich kommt Genius Sainor. Invitation TCG card. Additionally, your champion status will be logged in your record. This means that the sages will give priority consideration to any future project proposals you submit. Ooh, nice. All right, I'll take the card. But as for project proposals, forget it. Was In that wie? case, I declare the award ceremony over. Let's give our champion Kaveh one last big round of applause. Er gewinnt doch. Mist, meine Vorhersage hat nicht I gepasst. still don't really get it. The sum of Mora would have been enough for me to live in luxury for my entire life. That just means you're not strange enough to understand the way that geniuses think. Come on, we've still got the whole Wisdom Gala to explore. Glad that's over. I think I'm quite good at giving speeches, but this one was just so tiring. Do you mean that you're still exhausted from the competition? Honestly, you don't look happy at all, but whatever else happened, you're the champion, you know? Don't you think you should be proud of that? I suppose. Oh, wait. Sino said he wanted the card, didn't he? And now I have it, right here. So you're gonna give it to him? But if it's a rare one, you should be able to make a tidy sum of more off it. Why would I do that? It's of no use to me whatsoever. I may as well just give it to him. Could you pass it on to him for me when you next see him? Der kommt gleich angezischt, so, hier, ich bin da. Whoa, Nimm sie selbst. This is a super big deal. You should do it yourself. Huh? But I was gonna rest for a while longer. Oh. Hey, stop pulling my hair! What you looking at, Sino? I'm still thinking about the Sachin issue. What brings you here? Well, they gave me this limited edition Genius Invocation card, and I figured you'd have more use for it than I. But it's a limited edition. Are you sure you want to give it to me? What else would I do with it? I have no use for it. But it's limited edition. Kaveh, are you in trouble? You don't have to do all this. Just tell me what's wrong and I will help. Oh, that's not what I meant at all. Yes, I have all sorts of problems, but that has absolutely nothing to do with this card. All right. In that case, I accept your generosity. But now that I realize that you have no concept of its value, I cannot simply take it from you. How about this? I shall buy it from you at a fair price. Namely, the price that the previous limited edition card sold for. Oh, come on. It's just one card. How much could it really be worth? 1 million more at the very least. Huh? How much? 1 million more? If you feel that's too low, I can go a little higher. 1 million more for a card? But you already have a whole bunch of these, shiny ones, don't you? I saw your deck last time we played. Not every card is this valuable, and some cards are exquisitely designed, but not rare. Huh. Well, I guess they must pay you plenty to be General Mahamatra if you're splashing out on things like this. But really, it's fine. I'd feel bad taking Mora from a friend. Don't feel bad. I save a lot. I can spare the Mora for this card. You don't spend all your savings on your hobbies, do you? You should watch that, you know. You definitely don't want to end up borrowing money in a moment of impulsivity. Living with debt is miserable. Sounds like you're speaking from personal experience. I guess you've been through a lot? I don't want to talk about it. In that case, maybe you're the one who should be listening to your advice. In any case, I, Sino, will take this precious card, and it shall join the deck of destiny. Kaveh, come with me in a few moments to collect the Mora. Ja, All klar, right, logisch. if you insist. Far be it from me to refuse your courtesy any further. Well, at least I'll be able to keep on top of my bills this month. Maybe I'll even have some left over. In fact, let me treat you all to a meal later. Bring Tainari and Kale, too. Well, this is what they call all's well that ends well.
them, shall? Och nee, jetzt müssen wir hier mit jedem Einzelnen noch... Leute! Ich hab noch was vor heute. Ich sehe schon. Wird spät. Ihr habt ja Zeit, oder? Wie komme ich denn hier? Ach, Mann, ey. I'm telling you, you can't go wrong taking advice from me on what to wear. Back in the day, my fashion style was considered cutting edge by everyone in the academia. Really? Well, then, sure, Madame Farazan. Maybe you could pick out a few fashionable outfits for us. Farazan! Nilu! Even Dia and Candace are here! What are you all up to? Candace and I bumped into these two while we were strolling through the streets. Madame Farazan here's pretty friendly. When she heard that we were buying clothes, she decided to give us some help. I don't really see anything I'm familiar with. Never mind. We can purchase some textiles and make the clothes ourselves. Es dürfte etwas altbacken Let's go werden. with the plain fabric as our base. And embroider red and pink flowers on. Oh, and some green leaves. Oh, wait a sec. You sure that's the latest style? That sounds a lot like what the older folks back home would wear. Don't worry. This style is a timeless classic. No thanks. This is actually sounding pretty weird. Wait. Madame Farazan's right. That style is a classic, and used to be mainstream fashion. But these days, there are some other options too. If you don't mind, how about I pick some clothes out for everyone? It's not often that we get to meet up, especially since Candace rarely makes it to Sumeru City. Also, I know a few places where I can get a great bargain. Sure. I'm happy to leave it to you. I'll come with you to have a look. One always has to keep on top of what the youth of today are into. Madame Farazan? Come quick! She's over here! Who are you? We're new in the academia. We saw all the amazing things you did during the competition. Do you have any classes we could sign up for? Of course I do. And you're both very welcome to join. That's great! We can't wait. What's your area of research? Precision mechanics? I'm from Haravatat. Huh? But you seem like an expert in machines. Wait, sorry. I remember now. You were representing the Haravatat Darshan in the championship. Oh, their classes are so boring, though. I'm sorry, ma'am. Let me know if you run any other classes in the future. Yeah. I knew it. What about you? Aren't you going to leave with your friend? I think you're amazing, Madame Farazan. And I'd like to learn from you for a while. If I can take the class you're teaching as an option, even though cross-Darshan lessons might be a little tough to arrange. But I look forward to learning from you. I see. You're a good egg, child. Don't worry. Study under me, and I promise you, you will get the best teaching available. Thank you so much, ma'am. Well, I won't disturb you any further. See you in class. I don't quite understand what happened there, but congratulations, I think. Oh, Glückwunsch. Traveler, Paimon, would you two like to come and pick out some clothes? Sorry, we can't. We've got a meal with Kaveh later, and we have to check in with all the other contestants before then. Oh, by the way, have any of you seen Hat Guy or Layla? I don't know where Hat Guy went. We just saw Layla not too long ago, though, but she was hanging out with some other Ratahoa students, so we didn't get a chance to speak with her. Are you gonna go and see what she's up to? Ratahoa students? They must be the ones who voted for her Ah, after the stimmt, da war was. competition, right? Oh, she didn't end up winning, so Paimon wonders how they feel about that. Let's go take a peek. Ach, die feuern sie voll an, weil sie voll gut war. Und sie hat ja auch was geschafft, ne? So ist ja nicht. So, wie kommen wir jetzt dahin? Ach Gottchen. Hier? Ja, nein, vielleicht. Egal. Also in Sumeru verlaufe ich mich ständig. Ah, das sind sie ja. I'm sorry, everyone. I
could have done better in the third round. Ja, aber sie hatte ja die Krone sogar als erste. Voll mies eigentlich. Oh, stop it. If you're going to beat yourself up after doing as well as you did, how bad does that make us look, huh? Heck, it's not like any of us had the guts to enter the championship. I didn't see the whole thing, but you were the only contestant who scored points in both the first 2 rounds, right? And I heard that you actually found the diadem first in round 3. You came so close to winning the competition. Aw, I just got lucky, I think. That can't be true. You had some really stiff competition out there. The renowned Tainari from Amorta, even Sino the General Mahamatra was there. You're amazing, all of you. Getting points off them is a huge achievement. The way I see it, people aren't exaggerating one bit with the nicknames they give you. You are a genuine genius. Jetzt wüsste ich aber gerne die Nicknames. Aw, thanks a lot. But I really don't think I qualify as a genius. In the second round, for instance, I dozed off and somehow found myself beside the device when I came to. Naja, wenn das nicht genial ist, dann weiß ich auch nicht. Ah, come on, don't be so hard on yourself. Ich wüsste, das würde bei mir auch so klappen. We're taking you out to celebrate and that's final. Let's go. Cheer up, Layla. The rest of today's all about you. Looks like things are going well for Layla. This is great. We haven't seen Hat Guy since the end of the competition. Oh well, it's almost mealtime. We'd better go meet up with Kaveh and Sino now. Was ist das denn hier für ein Stand? Ach, das wird wahrscheinlich einer von den Minispielen sein. Oh, jetzt wäre ich beinahe gesprungen. Das wäre wieder im Tod geendet. Naja. Wo muss man hin? Ach, da hinten. Da laufe ich doch nicht den ganzen Weg. Mensch, Mensch, Mensch. So. Aha, die lassen Are sich you sure gehen. you have enough to cover this? Don't blow it all at once. Don't worry. I budgeted very carefully, and this is well within my means. Anyway, I've lost count of how many times you've treated me. It's high time I return the favor. Oh, Traveler, Paimon, over here. Und schon sind die Millionen Mora weg. Ooh, look at all this. Good food, here we come. I heard that you went to see the other contestants. How's everyone doing? Farazan found herself a student, and Layla's classmates are bowled over by how well she did. We couldn't find Hat Guy, though. Al-Haytham's gone missing in action, too. Huh. The one time I'm actually in a good enough mood to treat him to a nice meal, he disappears without a trace. That guy. Ich glaube, der freut sich, wenn du Where the heck could he have ausziehst. gone? I still have questions about that note he left. Well, whatever. He can do what he wants. Now, let's eat. You shocked me a little when you hurled the diadem to the ground. On further reflection, of course, it made sense, but at the time I was expecting at least some amount of deliberation. Sachin's voice started talking to me inside my head from the moment I picked it up. I could feel his emotions, too. It was a mix of despair and horror swirling around inside my mind. He bombarded me with his ideas relentlessly, like he was trying to brainwash me. It gave me a splitting headache that only got worse as he went on. Like I was saying at the time, his views are not necessarily completely without value. But if all his research does is lead to misfortune, then we're probably better off without it. If his forbidden research were to spread in a harmful form and cause people to suffer, the Matra would step in and ban it. I think you did the right thing. I suppose another way to approach it would have been to claim that you agreed to inherit his research, but give up the research as soon as you've inherited the wealth. But that wouldn't have been your style. I won't comment on his theories or experiments, but I don't believe that he was careless in his choice of candidate. He chose you.
That means he knew what he was doing. Perhaps. I just think that if you accept someone else's things, you should honor their wishes. That's a good thing. It means that you have integrity. Thank you, oh my god, thank you. See, you get me, Kale. It's a good thing Alhaitham isn't here right now. He'd be quick to explain why you're wrong. Seems like you always include him in the conversation, even when he isn't here. Yep. No dinner with Kaveh is complete without a few words about Alhaitham. I sense that Alhaitham has in fact been here with us all along. He's here? Where? Why didn't you tell me? Der sitzt so am Tisch und schreit gleich Überraschung. He lives rent-free in each of our hearts. Hör auf, komische Novels zu lesen, Junge. Oh, that was horrifying. It literally sent chills down my spine. Good thing you didn't say that before we started eating. That would have killed the mood in a heartbeat. All right, enough about Alhaitham. Tainari, did you achieve what you wanted out of the championship? I did. In the first round, in fact. Word of mouth proved very effective. I spoke to a handful of people, they told their friends, and so on. Now, a record number of people have signed up to attend the next lecture. Alles klar, Tron. Einen schönen Abend dir. Schlaf schön. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder, oder? Bis denn. Oh, are you free next month? You should come along. Maybe even say a few words. About what? I don't know the first thing about anything Amorta-related. Just play to your strengths. For instance, you could talk about the distinguishing features of rainforest architecture. Or ask everyone not to chop down too many trees the next time they're building a house. Oh, well, that's no problem. Sure, I'll make time. Has everyone had enough to eat? I can order more if anyone's still... I'm full. Thanks. Paimon's super full, too. If only we could eat like this every day. Yeah, we should do this more often. Work will always be there, but seeing friends is important too. This is a good restaurant. Let's definitely come here again. Sounds good. We should pick a few other places as backup options. There are other good places around here too? Oh, and don't forget to invite us if you go. There's nothing we love more than good food. Kaveh, do you have plans after this? I was thinking of maybe going to the academia for some alone time. Nothing set in stone, though. Why do you ask? Mehr nicht? Ich dachte, jetzt gibt es noch eine interessante Unterhaltung hier oder so. Aber nö. So, wir sollen nur die Taverne verlassen, okay. Dann treffen wir wohl jemanden vor der Tür oder so. Alhaitham hat die ganze Zeit gelauscht. It looks like this Inter-Darshan Championship's a wrap. All that stuff with Sachin and the diadem got sorted too. Have you still got anything else on your mind? Sachins Forschung. Oh, right. Yeah, Sachin said that he placed his research materials at somewhere beginning with but Kaveh smashed the diadem of knowledge before he could finish. Aru Village. It might be dangerous if someone finds his old research stash, right? Where do you think it could be? Das Arudorf? Holy smokes, you're right! He said he spent all the time researching in the desert, didn't he? So it's very possible Es hört nicht auf. all his suits. Mal wieder nicht. Alright then, let's head off to Aru Village and try our luck! Okay, Paimon. Ein Alhaitham. Na, guck mal, einer guck. Mist, ich wollte noch das Item nehmen. Didn't expect to run into you here. Alhaitham, what are you doing here? Ja, same to you, genau. What are you reading? Sachin's notes? Yes, I came Aha. across his profile while I was organizing some documents and became interested in his research. If it wasn't for that, I never would have agreed to being a commentator. I had a hunch after seeing the fragment of his mind, and sure enough, I came here and found his research. Wait, so
right? How do you feel? I think you may have misunderstood something. The reason Sachin chose that architect to inherit his research was that only he could really empathize with both the calamity and the humanity that these notes seek to convey. Only one who resonates with these sentiments would suffer and begin to think of history as bleak, the present as perplexing, and the future as pessimistic. Empathy is a double-edged sword. Clearly, I am not the same sort of person as Sachin was. Empaths have many friends, and their wide social circle comes with certain societal advantages. But this also makes it hard for them to achieve their goals. Why's that? All important things in life involve other people. As such, it's extremely difficult to live a life that causes no harm whatsoever to others. If you really want to achieve your goals, you have to be prepared to make enemies along the way. Not everyone can deal with that reality. True. And that reality is like the material here. Objective, heavy, negative. But So, what are your thoughts now that you've read it? as a scholar, Sachin was without a doubt a genius. He laid the blame for the darkness in the world squarely on humanity, experimented extensively with reliable results, and drew logical conclusions. In that sense, one might say his views were correct. So, people are bad? And things can only ever get worse? Nein, All of that's true? es gibt ja noch die Liebe. That is Die not Liebe, a question liebe for me to Leute. answer. Someone else will arrive shortly. You Matze can ist ask them Pessimistin. instead. Ihr seht schon. All I will say is that the world is not built on correctness alone. Sometimes, being correct means nothing at all. Was bedeutet das, was da in den alten Runen aufgeschrieben ist? Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps little decisions can. By their own choice, the idealist seeks to bring happiness to all while denying themselves the same. Thus, they shall never reach even the borders of truth until they wipe away the ignorance that blinds them. I've never been able to agree with certain philosophies. Even Sachin himself struggled to comprehend the notion of sacrificing oneself for the greater good. But sadly, all viewpoints will find their supporters, and the way we see the world largely decides our fates. All right then, I got what I came for. These research materials are yours to look after. I'll be off. Wait, so you came here just to read this stuff? You missed out on a big get-together, you know? Get Wie together? kannst du nur? Ah, yes, that makes sense. This is a good opportunity for that sort of thing. Schäm dich, du hast ein Festessen verpasst. Guess what? Kaveh treated everyone this time. Then I'm sure he packed up the leftovers for me. See ya. Was ist das eigentlich für eine WG bei den beiden? Ernie und Bert. Well, seems like he really wasn't affected by this research. He said that someone else would answer our questions. Who do you think that'll be? Ach Gott. Ja, der fehlt ja auch noch. Traveler, Paimon, you're already here. Nahida! Oh, and Hakai. No, and had kein. Wait, so you asked him to take part in the championship? Yes, it was me. Are you surprised? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Did you know that there was something War sie nicht schon am wrong with the Anfang da? diagram from the start? And if so, why didn't you switch it out for another one? Because Sachin's research is not mistaken. He spent his entire life researching this topic, and these materials are a result of that. These are the crystallization of his wisdom. Yes, I was worried that the material might cause some disruption, but I didn't want to wipe away all his hard work searching for the truth. So instead, I had Hat Guy here help me keep an eye on things. Seriously? I think you can stop calling me that now. Why? Don't you like it? Well, anyway, if Sachin's chosen successor hadn't been able to handle his research, or if it had brought pain to more people, he would have intervened at a suitable moment. And after all that, the person Sachin chose turned his nose up at his life's work. Pretty hilarious. I was also hoping that this could be an opportunity for you to learn how to interact with people normally.
But it looks like that didn't work out. That wasn't necessary. I'm still paying you back for your help. And the last thing I need is more reasons to be indebted to you. Maida, what did you mean by Sachin's research is not mistaken? Does that mean that you approve of his research? Put it this way instead. Truth to me is like a shroom boar. Ein Trüffelschwein. Gut, explain. Some people only see the mushroom on the shroom boar's back, and they conclude that the shroom boar is a mushroom. Okay, sie reden von diesen Schweinchen da. Ja, okay. Heißen die Trüffelschweine? Others see only the shroom boar's body, and they declare that the shroom boar is a boar. Still others look deeper inside and determine that the shroom boar is meat. These conclusions are all correct in their own way, but none of them objectively describe the shroom boar. Paimon kinda gets it, but also not really. The world is the same way. No one, not even I included, can understand it in its entirety. Within the confines of our limited knowledge, some may blindly believe in the beauty of this world. In truth, the most important thing isn't what state the world is in now, but what people hope it will become. But of course, I don't mean that as a criticism or a call to action. Ultimately, my duty as the God of Wisdom is to guide every form of wisdom to a place where it can find its purpose. That was a long speech. So what are you actually going to do with these research materials? Bibliothek? Because Kaveh, as the successor of this research, does not wish to see these ideas disseminated, I will seal it up. But even though Sachin's research could be considered negative wisdom, it is still a building block of the truth. If someone wishes to follow in his footsteps in the future, I will not stop them. I also look forward to the day that a member of the Vahumana Darshan can not only comprehend his theories, but also find a way out from the despair as well. Vahumana doesn't have that kind of talent. Wait, you're not intending to keep me in Vahumana long term, are you? I don't remember signing up to become a scholar. Don't you think I'm useful enough to you as a prisoner? Naja, Laufbursche trifft wohl eher. Oh boy, here we go again. You think so? Well, to that, I would say that in Sumeru, even prisoners have a right to an education. I hope that your studies in Vahumana will help you deal with your own fate and learn how best to settle old debts from your past. I will review your final thesis myself. I'm expecting great things from you, Mr. Hat Guy. So. Naja, gut. Das ist eine Interpretation, mit der kann ich leben. So. Jetzt gerade Mi und zieh dich um. Wenn der Vorhang fällt. Okay, da ist... Ach du Schande. Ja gut, da sind noch hier die ganzen Quests. Aber was ist das hier? Ach du Schande, nee. Immer noch so viel. Ich dachte noch ein paar Minispiele und dann war es das hier. Nein! Noch mehr Gerede oder so. Where were you while the rest of us were eating together? I don't recall being obligated to report my whereabouts to you. Did you go find another hidey hole to read in? You need to change your ways, you know. You can't survive on books alone. Surviving on meals paid for by you would be harder still. You? Whatever. It doesn't take a genius to guess what you've been up to. You were investigating Sachin, weren't you? It was obvious from your notes. However, I don't believe his research alone would have been enough to pique your interest. His way of doing things is disturbing, while you... Well, to be fair, your philosophy disgusts me too, but you and Sachin are nothing alike. I don't imagine your views intersect at all. Egoism and nihilism are not the same thing. My personal interests aside, Sachin's legacy is not entirely meaningless.
He conducted experiments on a great scale and left his findings behind. Also, thanks for the compliment. But I'm actually just passing through. I didn't come here for the conversation. Und tschüss. What do you mean? What topic of conversation could be more sacred among scholars than the exploration of differing philosophies? Well, based on what I've learned, Sachin and his disturbing way of doing things, as you put it, is very likely to have met your father 20 years ago. What did you say? Wait, so... No. Surely that doesn't mean... So that's why he thought I looked familiar. My father must have gone into the desert due to his influence. I'm afraid so. Good thing I shattered that diadem. From now on, nothing like that will ever have to happen again. Ja, sein Vater ist ja irgendwie in Treibsand ertrunken. Also kann man den Treibsand ertrinken, man versinkt in Treibsand. The boundaries of knowledge are ever expanding. Ziemlich jämmerlich sogar. Someone else will inevitably pick up the same line of research one day, and Vahumana regards it as a reasonable research direction. Oh, not this again. Even if you're right and people are bound to fall into the same intellectual traps, things won't necessarily go the same way again next. You have to admit that the actions of one individual don't always predict the behavior of the group, and vice versa. Take Sachin, for instance. He's quite an anomaly. And so is the one who stopped him. You. Conflicts of this nature are indeed exceptional, but it will occur again in the future. You said it yourself. The actions of one individual cannot predict the behavior of a whole group. Even so, I stand by my views. You can forget about trying to convince me. That's fine. We've been arguing over this for years, and I don't hold any hope of you understanding. The issue we're debating has long since moved on from who's right and who's wrong. Thanks for letting me know all this. What? Was? I said, thanks for letting me know. Hey, stop acting like you didn't hear me. You're doing this on purpose, aren't you? They say that earnest thanks should be given thrice, so one more time, please. Okay, gibt's noch ein bisschen Mora. Ist mehr oder weniger so ein bisschen... Ja. Die Nachlese, kann man sagen. So, wo ist das denn jetzt? Ach Gott. Stimmt, mit ihr hatten wir jetzt gar nicht so viel zu schaffen, ne? Mit Dori. Habt ihr 2 beschlossen, Informationen von mir zu kaufen? Paimon ist wirklich ein wenig neugierig auf deine Informationen, aber zuerst musst du uns den Preis verraten. Wenn er zu hoch ist, kaufen wir nichts. 1 Million Mora, nicht verhandelbar. So teuer, dann vergiss es. Für 1 Million Mora kann man so viel leckeres Essen kaufen. Moment, ich schaue nochmal nach. Oh, kleine Paimon ist die 1000. Kundin des Tages. Also kann sie die speziellen Informationen im Wert von 1 Million Mora gratis bekommen. Was? Wirklich? Warte, ist das etwa eine Kundenfalle? Der erste Satz ist gratis und der zweite kostet dann? Wenn du nicht interessiert bist, dann eben nicht. Der nächste bitte, der nächste. Nein, Paimon lag falsch. Wir wollen alles hören. Wir wollen es hören. Der erste Teil von Doris' exklusiven Informationen. Ihr erinnert euch doch noch an die Krone des Wissens, oder? Natürlich, sie soll nur von dem Champion getragen werden dürfen. Klingt sehr kostbar. In der Tat, Sachin hat die Krone der Akademie gespendet. Sie ist eine äußerst wertvolle Antiquität. Aber die Akademie hatte diese Krone einst verloren, nachdem sie die Spende erhalten hatte. Wie? Warum haben Sie davon nichts gehört? Ah, wenn das jeder wüsste, wäre das dann eine exklusive Information? Diese Information ist natürlich nicht nur leeres Gerede, es gibt Augenzeugen. In der Vorstadt gibt es einen Jungen namens Kashmir. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn fragen gehen. Das Codewort lautet vor 20 Jahren. Okay. Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Vor 20 Jahren? Ich sollte es wohl nicht überall herumposaunen. Letztens habe ich bei ein paar Gläschen ein wenig zu viel geplaudert und jetzt fragt mich jeder. Aber wenn ihr so spitz darauf seid, erzähle ich es euch noch einmal. Vor 20 Jahren war ich noch ein 6-jähriger Bengel.
Ich hatte schon vollkommen vergessen, was damals passiert ist, aber vor einiger Zeit las ich das Tagebuch, das ich als Kind geführt hatte. Erst da erinnerte ich mich wieder vage an die damaligen Ereignisse. Auch in diesem Jahr fand die interinstitutionelle Meisterschaft statt. Sie bestand aus 3 Runden und die 3. wurde außerhalb der Stadt ausgetragen. Ich flehte meine Mutter an, mit mir zuzuschauen, aber sie wollte nicht. Da bin ich heimlich rausgeschlichen. Und dann? Und dann habe ich mich draußen verlaufen. Da war kein Mensch in der Wildnis. Ich bekam immer mehr Angst und konnte nicht aufhören zu weinen. Da sah ich auf einmal seltsame Kreaturen. Ich weiß nicht mehr, wie sie aussahen. Ich weiß nur noch, dass ich damals bei ihrem Anblick gleich aufhörte zu weinen. Okay. Seltsame Kreaturen sind das die Aranara. Ah. Sie brachten mich zum Wettkampfgelände, aber leider waren wir zu spät. Der Wettkampf war längst beendet. Ich war so enttäuscht. Da sah ich plötzlich ein wunderliches Wesen, das langsam eine Krone hinter sich herzog. Die Krone war wunderschön, sie glänzte im Mondschein. Ich musste ihr einfach folgen. Ich sah, wie das wunderliche Kerlchen die Krone in einer Baumhöhle versteckte und dann urplötzlich verschwand. Ich wollte die Krone unbedingt berühren, aber da hörte ich meine Mutter von fern rufen. Sie hatte mein Verschwinden bemerkt und die Nachbarn zusammengerufen, um nach mir zu suchen. Ich hatte die Krone schließlich nicht berührt. Erst als ich erwachsen war, sah ich die Krone des Wissens bei der interinstitutionellen Meisterschaft und mir wurde klar, dass es dieselbe Krone war. Also, weißt du noch, wo die Krone damals versteckt wurde? Es muss im Avidya-Wald gewesen sein. Aber ich bin danach mehrere Male dort gewesen, um sie zu suchen. Ich fand keinen einzigen Hinweis. Selbst wenn ich etwas gesagt hätte, mir hätte doch niemand geglaubt. Ach, ich kann mich da selbst nicht richtig erinnern. Vielleicht hätte ich das damals ja nur geträumt. Ha, Matsu, sollen wir sie suchen gehen? Das auch noch. Das auch noch hier. Jetzt müssen wir auch noch irgendwelche Hinweise suchen. Na gut. Habe ich ihn erwischt? Nein, doch. Den habe ich noch gar nicht gemacht hier, wa? Und was hat das jetzt bewirkt? Gar nichts? Hä? Ist jetzt nichts passiert, ne? Ist da nicht noch mehr davon? Tja. Dann halt nicht. Irgendwo hier drin? In den Baum? Geht's rein? Nein. Geht's nicht. Uah! Was? Wo kommt ihr denn her? Shudder! Vengeance will be mine. Eye for an eye. Haut ihr da hinten den Baum? You won this one. Ja, aber das will ich doch wohl meinen hier. So, jetzt muss ich da reinklettern, vermutlich. Keine Ahnung. Da wohnt einer. Okay, ich muss nicht reinklettern. Wäre auch so gegangen. Hier ist eine Baumhöhle, aber sie ist leer. Nichts drin. Hä? Halt, hier ist ein Zettel. Guter Nara hat Arakasyapa Lesen und Schreiben beigebracht. Arakasyapa jetzt guter Nara beschützen. Was bedeutet das? Aha, er hat es nicht geträumt. Sachins Text fragt Dori nach Informationen. Oh nein, es geht immer weiter hier. Ei, 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 ei. Oh, das sind Matze und die kleine Palmon ja wieder. Ich habe hier die aktuellsten Informationen vom Akademiespektakel. Wollt ihr sie hören? Müssen wir dafür bezahlen? Gratisgeschenk. Der Herr Sangemabai ist äußerst großzügig. Erinnert ihr euch an Sachin? Der hat doch das Akademiespektakel unterstützt. Das Preisgeld und die Krone des Wissens sollen von ihm kommen.
Genau, tatsächlich habe ich vor nicht allzu langer Zeit bei einem Geschäft in der Wüste eine Karawane getroffen. Ratet mal, was ich ihnen abgekauft habe. Ein Tagebuch eines fahrenden Händlers. Damit kann ich die gefährlichen Gebiete in der Wüste umgehen und mehr Orte erreichen. Aber das Wichtigste an dem Tagebuch ist, dass darin Sachin erwähnt wird. Demnach hat Sachin einst die lokalen Sitten und Gebräuche der Wüste erforscht und dabei auch ein freundschaftliches Verhältnis zu den fahrenden Händlern gepflegt. Viele Worte sind zwar nicht mehr lesbar, aber das sind Informationen aus erster Hand über den großen Sponsor des Akademiespektakels. Wollt ihr es lesen? Gut, lass mal sehen. Alte Papiere. Der Sandsturm ist stark. Das Geschäft der Karawane steckt in großer Bedrängnis. Wir trafen bei einem Gelehrten, der sich Sachin nannte. Wir trafen auf einen... Ach, es wird spät. Wir trafen auf einen Gelehrten, der sich Sachin nannte. Er sagte, er könne der Karawane helfen, aber wir müssten... Dies ist ein Dilemma der Menschheit. Verrat, Streit. Wir können nicht... Kann niemand widerstehen. Wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehen könnte, ich hätte das Geld nie genommen. So wären sie nicht gestorben und ich hätte nicht so leben müssen. Ein Schicksal, das schlimmer ist, als der Tod ist. Menschen sind die furchterregendsten Tiere der Welt. Das versteht Paimon nicht. Dori, weißt du, was das bedeutet? Was das bedeutet? Leider musst du eine Extragebühr von 1 Million Mora bezahlen, wenn du eine Analyse willst. Dann eben nicht. Wenn ihr nicht bezahlen wollt, dann ist das alles für Doris Exklusivinformationen. Aber ich kann euch noch einen Hinweis geben. Auf dem Wettkampfgelände muss es Leute geben, die das Akademiespektakel schon viele Male erlebt haben. Vielleicht könnt ihr ja von denen etwas Neues erfahren. Hab ja nichts Besseres zu tun. Hä? Ach Gott, ganz woanders, da hinten. Ich dachte jetzt, das hier neben Sumeru, aber nee. Na dann. Ach, wenn ich diese jungen Teilnehmer sehe, muss ich gleich an die Vergangenheit denken. Die interinstitutionelle Meisterschaft hat den jungen Talenten von jeher eine Bühne geboten. Leider wird nicht aus jedem Talent etwas. Warum sagst du das? Viele Talente sind stur und kalt, sie können die Nöte anderer nicht verstehen. Und einfühlsame Menschen fallen dagegen oftmals in Selbstzweifel und Depression. Die Unentschlossenen treten immer auf der Stelle, aber die Entschlossenen, die den falschen Weg betreten haben, sind nicht bereit umzukehren. Es warten viele Prüfungen. Okay, wenn du das sagst. Ich wollte eigentlich den nächsten da ansteuern, aber das hat nicht so ganz geklappt. Und dann habe ich vergessen, wie man die Flügel verwendet. Komme ich jetzt hier hoch oder rutsche ich gleich runter? Ei. Ich will doch nur Minigames spielen. Kommen die mir hier noch mit sowas? Guten Tag! Nicht beachten, dass ich hier hochgekraxelt komme. Das ist normal. Für mich ist Cyno der Favorit bei der diesjährigen institutionellen Meisterschaft. Als Mahamatra verfügt er nicht nur über beeindruckende Fähigkeiten, die Stoffkunde stellt auch den größten Anteil aller bisherigen Champions dar. Nicht wenige sagen, dass die Stoffkunde viele Talente hat. Cyrus, Rusika, Lisa, Cyno. Aber je brillanter die Talente, desto früher verliert der Wettkampf an Spannung. Meiner Meinung nach muss man für ein echtes Spektakel 20 Jahre zurückgehen. Damals nahm auch mein Freund am Wettkampf teil und ich habe ihn angefeuert. Die letzte Runde fand im Avidia-Wald statt. Am Ende wagte sich niemand näher, deshalb wusste auch keiner, was tief im Wald vor sich ging. Später hatte ich dann gehört, dass die Akademie den Wettkampf abgebrochen hatte. Seither wurden viele Disziplinen, in denen sich die Teilnehmer gegenseitig bekämpften, aus der institutionellen Meisterschaft gestrichen. Niemand soll mehr zu einem Todeskampf angespornt werden. Was ist denn dein Freund für ein Mensch? Lass mich nachdenken. Er ist aufrichtig und gutherzig, aber auch sensibel und empfindlich. Aber das Wichtigste ist, er meint, dass wir ihm und als seine Freunde sehr viel bedeuten. Wenn wir zusammen getrunken haben, war es immer ein großer Spaß. Leider ist das Vergangenheit. Manche von unseren Trinkkumpanen sind gestorben, manche verschwunden und manche haben sich zurückgezogen. Man sagt, das Schicksal ist launisch, da ist was Wahres dran. Es muss vor 20 Jahren wirklich etwas passiert sein. Ach ja, hat Vikas nicht gesagt, dass wir zu ihm kommen können, wenn wir Fragen haben? Wir haben doch jetzt Zeit, warum gehen wir ihn nicht fragen? Vikas. Wer war Vikas? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Zum Glück gibt es Questmarker.
Vor 20 Jahren? Warum fragt ihr plötzlich danach? Habt ihr etwas gehört? Wir haben gehört, dass die Krone vor 20 Jahren einmal verloren gegangen ist. Außerdem soll sich die Persönlichkeit eines Teilnehmers geändert haben. Ihr wisst ja schon eine Menge. Vikas, du verschweigst uns doch nichts, oder? Verschweigen kann man das nicht nennen. Vor 20 Jahren war ich gerade einmal 5. Was soll ich da schon wissen? Aber es gibt da schon ein paar Dinge, die ich niemals jemandem erzählt habe. Tatsächlich bin ich dem Planungskomitee des Akademiespektakels wegen eines Gelehrten beigetreten. Ich habe ihn auf einer Reise kennengelernt. Er war etwas furchtsam. Der Typ, der beim ersten Anzeichen von Gefahr wegrennt und sie verstecken würde. Vor 4 Jahren sagte ich ihm dann, dass ich zur Akademie zurückkehren würde. Das Akademiespektakel stand kurz bevor. Und dann? Das Wort Akademiespektakel schien ihn einen Schrecken eingejagt zu haben. Er sagte etwas wie, das geht mich nichts an. Als ich mich an diesem Abend von ihm verabschieden wollte, bestand er darauf, mit mir zu trinken. Als er ein paar Gläser Intus hatte, begann er verworrenes Zeug zu reden. Damals hatte ich auch nicht gerade wenig getrunken und war etwas durcheinander. Ich konnte ihn nicht richtig verstehen. Ich erinnere mich nur daran, dass er sagte, dass die Krone des Wissens eine Weile verschwunden war. Damals war er zuständig für die Vergabe und die Entgegennahme der Krone. Er war fast zu Tode erschrocken, doch dann fand er sie glücklicherweise in einer Baumhöhle. Wie wir schon gesehen haben. Er sagte, die Krone des Wissens sei ein kostbarer Schatz, der in vielen antiken Schriften erwähnt worden sei. Laut Legende soll sie von einem berühmten Handwerkskünstler angefertigt worden sein und ein gut gehütetes Geheimnis bergen. Sachin hat die Krone der Akademie ja nur zur Verwahrung gegeben. Wenn er sie verlieren würde, wäre sein Leben auf ewig ruiniert. Selbst wenn sie nur vorübergehend verschwunden wäre, dürfte das niemand erfahren, sonst würde ihn die Akademie für grobe Nachlässigkeit verurteilen. Also hat er es verschwiegen? So ist es. Ich glaube, er sagte noch, dass ihn damals viele Leute nach der Krone gefragt hatten, sogar Kinder, doch er beteuerte immer, dass sie nie verschwunden sei. Doch die Sache hatte ihn so einen Schrecken eingejagt, dass er sein Amt sofort niederlegte und die Akademie verlassen hatte, nachdem sich der Sturm gelegt hatte. Ich hatte in dieser Nacht auch zu viel getrunken und er war am nächsten Tag verschwunden. Danach kam ich immer mehr zu dem Schluss, dass früher oder später eine Katastrophe geschehen muss, wenn das Akademiespektakel weiterhin von solchen Leuten betreut wird. Damals war ich auf der Suche nach einer Stelle, also bin ich geradewegs dem Planungskomitee des Akademiespektakels beigetreten. Ich hatte diese Ereignisse dann auch intern untersucht, kam aber zu keinem Ergebnis. Die Krone ist wieder aufgetaucht und derjenige, dessen Persönlichkeit sich verändert haben soll, war schon tot. Also gab es nichts mehr zu untersuchen. Und 20 Jahre sind eine lange Zeit. Jetzt erinnert sich niemand mehr an diese Sache oder interessiert sich dafür. Das ist alles, was ich weiß. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr weiter forschen. Vielleicht findet ihr eines Tages die Wahrheit heraus. Das sagt sich so leicht. Wir haben ja auch kaum Anhaltspunkte. Hast du keine weiteren Hinweise, etwa wo dieser Gelehrte sich üblicherweise aufhielt? Von dem Gelehrten habe ich wirklich nichts mehr gehört. Ich hatte ihn später sogar in der Wüste gesucht, aber in dem unendlichen Sandmeer ist es fast unmöglich, jemanden zu finden. Dafür weiß ich aber noch etwas über Sachin. Wollt ihr es hören? Oh, auch gut, lass hören. Ich bin einmal mit einem Söldneranführer gereist. Im Gespräch erwähnte er, dass er im Besitz eines Textes sei, der von einem Gelehrten der Akademie verfasst worden war. Er hielt ihn wohl für sehr wertvoll und zeigte ihn nicht gern her. Erst auf meinen Bitten durfte ich einen Blick darauf werfen. Den eigentlichen Inhalt konnte ich nicht lesen. Ich hatte aber gesehen, dass er Sachins Signatur trug. Damals wusste ich noch nicht, wer Sachin war, also kümmerte ich mich nicht weiter darum. Erst als ich dem Planungskomitee des Akademiespektakels beitrat, erfuhr ich, dass er ein berühmtes Mitglied der Ursachenlehre war und das Akademiespektakel sponserte. Wenn ihr mehr erfahren wollt, könnt ihr den Anführer in der Wüste aufsuchen. Er hält sich meistens im Tal von Dari auf. Informationen über Sachin? Na gut, schauen wir mal vorbei. Stunden später. Gut, dass ich schon so viele Teleportpunkte fertig habe hier. So, wo ist denn der Kumpel? Ach, direkt hier. Na, immerhin. Was wollt ihr? Ah, der sieht ja grimmig aus. Nee, eigentlich nicht. Sagt mir, wenn ihr etwas wollt, ansonsten verschwindet. Ich will meine Zeit nicht mit euch vergeuden. Wir haben gehört, dass du einen Text besitzt, der von Sachin verfasst wurde. Den würden wir gern sehen. Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen. Nicht doch, wieso sagst du das? Ich scheine es wirklich nicht zu wissen. Ich habe ihn vor einiger Zeit schätzen lassen. Dieser Text ist nur eine gefühlsduselige Reisenotiz und hat keinerlei Wert. Er hatte meinen Vater damals als Leibwächter angeheuert, dieser Sachin. Er lief umher, stellte Fragen, machte sich Notizen, murmelte vor sich hin. Eines Tages wurde sein Manuskript vom Wind fortgeblasen. Er wollte es nicht, aber mein Vater dachte, das Geschreibsel eines Intellektuellen müsse doch etwas wert sein. Also hat er die Gegend nachts mit einer Fackel abgesucht. Keiner in der Familie kann lesen. Mein Vater hat seine Notizen also immer wie einen Schatz gehütet und mir schließlich vermacht. Aber leider haben sie sich als wertlos erwiesen. So ein Pech. Hast du den Text denn noch? Ja, wollt ihr ihn sehen? Ich zeige ihn euch. Er ist ja sowieso wertlos. Was soll ich noch damit noch behüten?
Okay, undeutliche Notizen. In der Vergangenheit waren die Götter mächtig. Alles hing von ihm ab und wer litt, litt selbst. Okay, heute sind die Götter zurückgezogen. Die menschliche Weisheit ist aufgeblüht, aber die Leidtragenden leiden immer noch. In Lear gibt es ein Sprichwort. Das Menschenleben ist wie eine vorübergehende Unterkunft. Und in Inazuma heißt es, aller Sinn ist leer. Jedes Mal, wenn ich sie lese, schmerzt mein Herz. Ich habe versucht, den Grund dafür zu finden. Die einzige Konstante im Laufe der Geschichte von Sumeru ist die menschliche Natur. Seit meiner Ankunft in der Wüste habe ich insgesamt 64 Experimente durchgeführt, was mehr als 7 Jahre dauert. Die Menschen sind wie Häftlinge, wie gefangene Tiere, die sich vom Glück des anderen ernähren, bis einer von ihnen in ewige Qualen gerät. Wo es Gewinn gibt, gibt es auch Verlust und wo es Glück gibt, gibt es auch Qual. Jeder ist Opfer und jeder ist Täter. Die menschliche Natur ist gierig und abgestumpft. Da die Menschen gierig sind, sind sie böse. Und weil sie abgestumpft sind, verschließen sie die Augen vor dem Bösen der anderen. Wenn die Welt so ist, was ist dann der Sinn des Daseins? Die Zukunft ist die Gegenwart und die Gegenwart ist die Geschichte. Frieden ist nur eine Täuschung und Chaos ist die ewige Wahrheit. Alles, mein Wissen, meine Weisheit, mein Leben ist leer. Das ist also Sachins Text. Oh, Paimon versteht das ehrlich gesagt nicht so ganz. Aber wenn Paimon diese verschwommene Handschrift sieht, kann Paimon irgendwie erkennen, dass Sachin vielleicht traurig war. Jedenfalls haben wir ihn jetzt gelesen. Vielen Dank. Keine Ursache. Ich werde ihn behalten, auch wenn er wertlos ist. Schließlich hat Vater ihn mir ja hinterlassen. Kommt wieder, wenn ihr ihn noch einmal lesen wollt. Auftrag abgeschlossen. Neuer Auftrag der Teilnehmer. Was? Ist hier nicht bald mal gut? Leute, ernsthaft. Das gibt's doch nicht. Gehört das wenigstens zu diesen Minispielen dazu irgendwie? Ich will teleportieren. Ja, danke, bitte. So. Visibility is excellent. If we head to higher ground, we can do a full... Der aufgewühlte Himmel an jenem Tag. Nach Abschluss des Auftrags der Ach so, ja gut. Da gibt es wahrscheinlich ein extra. Okay. Nee, aber das ist noch keins davon. Ach, Scheiße. Es ist wieder Zeit für den Informationsverkauf von Herrn Sangemabe. Wollen meine lieben Kunden eine Ausgabe der neuesten Informationen erwerben? Mal sehen, die heutigen Informationen sind nicht so wichtig, deshalb macht das nur 500.000 Mora. Das ist die Hälfte des bisherigen Preises, wirklich ein Schnäppchen. Kannst du sie uns nicht einfach schenken? Also erwartet ihr wirklich von mir, dass ich den Preis auf 0 Mora herabsenke? Aber ihr habt Glück, dass Herr Sangemabe ein warmherziger Mensch ist. Der euch so sehr dafür interessiert, kann ich es euch kostenlos sagen. Aber denkt daran, es niemand sonst zu erzählen. Vor 20 Jahren soll einer der Teilnehmer nach dem Wettkampf ein ganz anderer geworden sein. Er scheint wohl später im Arodorf gesehen worden zu sein. Wer weiß, wohin es ihn schließlich verschlagen hat. Der kostenlose Teil ist hier zu Ende. Wenn ihr den anschließenden Teil hören wollt, kostet das 2 Millionen Mora. Danke für euer Vertrauen. Wir denken noch nicht einmal daran. Wir gehen ins Arodorf und finden es selbst heraus. Rinnende Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Ey, wenn danach noch was kommt, ist Ende. Und dann habe ich genug. So. Ich mach's ja doch. Ich sehe es doch. Dass ich trotzdem jetzt hier alles mache. So. Wer von euch ist es? Weiter runter? Okay. Da. Oh, guck mal, da ist noch was drin. Nice. Zack. Eingesammelt. Richtig. Vor 20 Jahren, da war wirklich mal ein junger Mann hier. Damals war das Leben viel härter als heutzutage. Armut, Krankheit, Unwissen, das waren unsere ständigen Begleiter. Der junge Mann, der ja offensichtlich von der Akademie kam und eine rosige Zukunft vor sich hatte, war tatsächlich gewillt, unser ärmliches Leben zu teilen. Er lehrt uns sein Wissen, zeigt uns, wie wir mit Sandstürmen und Monstern fertig werden können. Er kaufte von seinem eigenen Geld viele Medikamente für uns und kümmerte sich persönlich um die Patienten. Klingt nach einem tollen Menschen. So ist es, nur leider leben tolle Menschen nicht lang. Er schaute immer so finster drein, keiner wusste, was ihm Sorgen bereitete. Und wir fragten uns alle, ob er uns wohl bald verlassen würde. Wir waren ja zu arm und konnten ihm nichts bieten. Es gab auch viele, die ihn für etwas verrückt hielten. Zum Beispiel erzählte er den Kindern manchmal Geschichten von einem seltsamen Wesen, dem er in seiner Kindheit das Schreiben beigebracht hätte.
Später hat er das Dorf öfters verlassen, um in der Wüste nach etwas zu suchen. Als ich ihn einmal fragte, was er denn suche, antwortete er, dass er mit Leuten aus einer bestimmten Gruppe sprechen müsse. Ich kann mich nicht mehr an den genauen Namen dieser Gruppe erinnern. Ich weiß nur noch, dass er mit Naga beginnt. Es hieß dann, er sei im Treibsand umgekommen. Ah, das ist der Vater von KW. Ah, er soll auf eine Karawane gestoßen sein, die ihn im Treibsand feststeckte. Er hat viele Menschen gerettet, aber er hat es nicht geschafft, zurückzukommen. In seinem Haus lag noch ein Brief an seinen Sohn, den er aber nicht beendet hatte. Nach seinem Tod nahm mein Sohn den unfertigen Brief in der Hoffnung an, sich ihn dem Sohn eines Tages übergeben zu können. Dieser Brief, ist er noch hier? Nein, nicht mehr hier. Mein Sohn wollte ein besseres Leben haben und ist Söldner geworden. Vor ein paar Jahren ist er in einem Scharmützel ums Leben gekommen. Seine Sachen hat man ihm abgenommen. So viele Jahre sind verstrichen. Ich weiß nicht, ob sein Sohn behütet aufwachsen konnte, ob er wohl böse auf seinen Vater ist. Es gibt nicht mehr viele, die davon wissen. Und ich bin auch schon alt. Wahrscheinlich werde ich auch bald vergessen haben. So, so. Und es gibt noch einen. Nein? Keine neue Quest? Okay. Ja gut, stimmt. Sein Sohn ist ja KW. Klar. Passt schon. Wie sieht es eigentlich mit Urgestein hier aus? Wie lange kann ich denn hier noch ziehen? 13 Tage. Okay, da haben wir noch bis nächstes Mal. So, liebe Freunde, dann machen wir hier nochmal... Pfad der Reminiszenz machen wir heute nicht mehr. Definitiv nicht mehr. Aber die Messestände. So, Sterncollagen. Fabal von Rukkhashava-Pilz-Institut scheint mit etwas beschäftigt zu sein. Dann gehen wir mal. Sterncollagen. Das klingt nett. Ja, noch weiter runter, okay. So. Ich hoffe, dieses Spielzeug wird allen gefallen. Was gibt es hier zu spielen? Du bist die Reisende, nicht wahr? Ich bin Fabal, ein Student des Rukkhashava-Instituts. Wie spricht man denn R und T zusammen aus? Tavahist, würde ich fast sagen, Instituts. Weißt du, was der Forschungsschwerpunkt unseres Instituts ist? Also, soweit ich mich erinnere, sollte es... Wir konzentrieren uns auf das Studium des Sternenhimmels. Aber das ist nicht sehr präzise ausgedrückt. Wir haben viele verschiedene Fachrichtungen innerhalb des Instituts selbst. Es ist jedoch schade, dass die meisten Menschen unsere Forschung nicht verstehen können. Es ist schwer zu sagen, ob es überhaupt Leute gibt, die sich für sie interessieren. Hätten wir einfach einen Horoskopstand aufgebaut, wären die Studenten, die den Stand betreuen sollten, möglicherweise zu sehr in wissenschaftliche Diskussionen vertieft, anstatt sich um die Kunden zu kümmern. Deswegen haben wir nach langer Diskussion beschlossen, einen Kompromiss zu finden. Siehst du diese speziell angefertigte Planetenmaschine? Darauf sind viele Sterne ausgebreitet. Alles, was du tun musst, ist, sie zu einem bestimmten Motiv zusammenzusetzen. Ja! Spaß! Die Motive dürfen nicht allzu kompliziert sein und vor allem behandeln sie keine akademischen Themen, die noch immer umstritten sind. Kurz gesagt, ein einfaches und lustiges Rätsel, das keine akademischen Streitigkeiten verursachen wird. Du siehst etwas nervös aus. Schließlich hat dieses Spiel etwas mit Sternen zu tun. Einige Studenten unseres Instituts werden schon nervös, wenn sie das Wort Sterne hören. Du kannst dir gar nicht vorstellen, mit wie vielen Studenten ich bei der Entwicklung dieses Spielzeugs gesprochen habe, um ihnen zu erklären, dass es nur ein Spielzeug ist und nichts mit akademischer Forschung zu tun hat. Wie auch immer, ich habe genug gesagt. Wenn du Interesse hast, komm einfach vorbei und probier es aus. Richte in Sterncollagen die Collagenmaschine aus, indem du sie drehst oder ihre Höhe verstellst, um das vorgegebene Motiv zu vollenden. Wenn der Winkel und die Höhe stimmen, leuchten die Collagensterne auf der Collagenmaschine. Sobald alle Sterne leuchten, ist das Motiv vollendet. Das klingt jetzt relativ einfach, ne? Nach einer gewissen Zeit nach Beginn der Herausforderung kannst du den Standbesitzer um Hilfe bitten. Du hältst dann einen Hinweis, der die vorgegebene Position der Collagensterne anzeigt. Das klingt jetzt nicht zu kompliziert. Ich würde es gerne ausprobieren. So. Wähle einen Teil der Collagenmaschine, dem du dienen willst. Okay, und jetzt kann ich drehen. Okay, welches Sternbild soll ich machen? Ah, okay. So, das hier muss ja eher so mittig. Oder so vielleicht. Ja, doch. Okay, und jetzt? Ich kann ja auch einfach so machen, ne?
Nee, eigentlich eher... Hä? Das sind die äußeren? Und ich sag noch, das sollte hier einfach sein. Ah, okay. Ganz anders. Okay. So, der kommt nach ganz außen. Hier so? Ja. Nee. So. Ah, doch gar nicht so leicht. Die kommen vielleicht hier hin? Nee, die leuchten ja nicht. Ah, doch, da. Okay, dann nur noch die. Die müssen ja eigentlich eher so entweder... Nee. Hier so eigentlich, oder? Ja, okay. Ach du Schande. Das sind Dreier. Davon sind 2 sehr dicht beieinander. Das ist ja ein Anhaltspunkt. Das wäre vielleicht so. Nee. Hm. Hier sind 2 sehr dicht beieinander. Hier, da. Also ich würde sagen, hier irgendwie. Ich weiß nicht ganz... Muss man von oben drauf gucken? Oder von wo guckt man drauf? Ich habe es zwar grob immer hingekriegt, aber so ganz... Hier könnte es halt auch sein, aber... Sie leuchten ja nicht. Da will ich jetzt sagen, vielleicht dient so ein bisschen... Ah, doch, hier, warte, so rum. So, oder? Nicht? Und dann würde ich eher... Also ich hätte den jetzt so als diesen äußeren Stern gesehen. Oder... Ah ja, gut. So. Dann sind die inneren. Der ist der... Und die sind hier die Dreiecke. Das Dreieck. Nein, keine Hilfe. Ich krieg das hin. Irgendwie. Aber wie können die denn ein Dreieck formen? Können wir noch was anderes machen? Ach, wir können... Ah, okay. Eins noch. Das müsste doch hier sein. Ja, dann würde ich es doch eher runter. Nee. Da hier vorne auch nicht. Ah, okay. Irgendwie richtig. So. Wie viele gibt es denn noch? Noch 2. Ach komm, dann machen wir die auch noch. Oh, das wird komplizierter. Wir haben jetzt hier 3 verschiedene. Und der ist ganz klein hier, der Stern. Ich glaube, den müssen wir anheben. Das ist der mittlere hier. Wir können die nur höher oder niedriger setzen. Okay. Also entweder hier, das scheint nicht der Fall zu sein. Hier haben wir noch 3. Von 2 relativ nah beieinander sind. Gott, oh Gott. Ach, da sind 3 drauf. Ah, okay. So, dann haben wir doch hier schon mal einen Anhaltspunkt. Dann würde ich die eigentlich so... Na also. So. Und du musst auf jeden Fall auch hoch. Aber wo gehörst du hin? Ah, okay. Eine Palisade.
Meine Güte. Ach, Jemini. So. Die hier, ja. Mit denen würde ich anfangen vielleicht. Vielleicht müssen die höher. Nee, doch eher runter. Die sind schon recht lang. Ja, okay. Die würde ich eher hochsetzen. Oder? Nicht. Gucken wir erstmal bei den äußeren. Die müssen aber hoch, oder? Nee. Eher runter. Und vielleicht hier hin. Nee. Aha. Okay. Dann haben wir tak. Dann muss doch, der muss hoch. Und zwar hier irgendwie, oder? Vielleicht auch so? Ja, doch so. Ah. So. Alle erledigt. Jetzt schon mal ordentlich Mora. Jetzt habe ich mich hier aufgehalten. Ich will die anderen auch noch machen. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, schon mal ganz gut. So, next one. Damit hatten wir schon 300 Beliebtheit der Messe. Ach, wir können sogar eine Pharosan kriegen. Na, aber ich habe schon eine. Okay. Erreicht 300. So, und wie viel brauche ich für Pharosan? Deine Truheitsung, sobald das Ziel erreicht. Das heißt, 1200 brauchen wir. Gut, das schaffen wir heute nicht mehr. So, das haben wir jetzt alles schon erledigt. Sehr gut. Wegplanung, Mimetische Replikation, Pharmakologische Reaktion, Suche nach Wahrheit, Ausgrabung. Machen wir mal die Pharmakologische Reaktion. Ja, aber diese Zusammensetzpuzzles mache ich echt gern hier in dem Spiel. So. Warum werde ich mit diesem Auftrag betreut? Haben wir nicht viel erfahrenere Studenten? Hallo, findet hier auch eine Aktion statt? Reisende, ja, hier findet eine Aktion statt. Eigentlich ist es ja gar keine Aktion, sondern eine Sphäre, die darauf wartet, erkundet zu werden. Hat diese Sphäre nichts mit der Akademiemesse zu tun? Ach, ich möchte lieber nicht darüber reden. Ich bin ja nur wegen dieser Akademiemesse für diese Dinge zuständig. Oh, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Bahadur vom Spantamat-Institut. In unserem Institut dreht sich alles um Alchemie und die Elemente und solche Sachen. Jedenfalls hat man mir diesen Auftrag zugewiesen. Aber ich kann mir einfach kein Spiel ausdenken, das das Spantamat-Institut anbieten könnte. Ich darf jedenfalls eine Alchemie-Werkbank aufstellen und eine Chemie-Wissensvermittlung veranstalten, oder? Das wäre doch zu langweilig. Man kann auch keine Elementarreaktion vorführen. Was, wenn etwas schief geht und der Veranstaltungsort in die Luft fliegt? Am Ende konnte ich nur noch die Abenteurergilde um Hilfe bitten und mit eurer Hilfe fand ich diese Sphäre. Ein paar meiner Studienkollegen und ich haben uns in dieser Sphäre umgeschaut. Ehrlich gesagt ist das Innere der Sphäre ziemlich chaotisch. Angesichts des besonderen Zustands dieser Sphäre haben wir einige alchemistische Tränke entwickelt, die für bestimmte Situationen vorgesehen sind. Schau mal, würde man damit nicht das Spezialgebiet unseres Instituts präsentieren? Hahaha. Reisender, wenn du daran interessiert bist, nimm die Tränke und betrete einmal die Sphäre. Ich werde den Ort später auf deiner Karte markieren. Hat jemand euer Spiel gespielt? Doch, gab immer noch eine ganze Reihe von Abenteuern, die in der Sphäre Herausforderungen suchen wollten. Sie finden das immer noch sehr interessant. Aber es stimmt, dass nicht viele Studenten zum Spielen vorbeigekommen sind. Also wenn du daran interessiert bist, kannst du diese Sphäre auch einmal erkunden. Den Abenteurern zufolge ist diese Sphäre immer noch sehr herausfordernd. Wenn du wirklich gehen willst, habe ich noch ein paar spezielle Tränke für dich. Sei bitte immer vorsichtig, wenn du diese Sphäre erkundest. Während pharmakologischer Reaktion kannst du in der vergebenen Zeit Gegner besiegen. Verwende Resilienztränke, um bis zu 2 Malus-Effekten zu widerstehen. Verwende hingegen Hilfstränke, um bis zu 2 Verstärkungseffekte zu erhalten. Okay.
Und jetzt? Na, es sind immerhin nur 3. Ich finde diese Sphären-Herausforderung einfach doof. Hätte ich direkt hin teleportieren können? Naja, egal. Okay. Machen wir es einmal nur auf leicht. Müssen wir irgendwelche Punkte machen wir normal. So, Stufe 70. Keine Aufzeichnung vorhanden. Erhöht die LP von Elite-Gegnern um 150. Bestellt bei allen Elite-Gegnern für jeden normalen Gegner auf dem Schlachtfeld alle 10 Sekunden für Anfang eine Verstärkung. Die gegnerische Seite hält Verstärkung und es stoßen zusätzlich normale Gegner hier schon blablabla. Geländebeschränkung. Elite-Gegner können Geowellen auslösen, die betroffenen Figuren Zahn. Machen wir noch das von mir aus und das und weiter. Erhöht den Angriff der Figur um 75%, wenn sich weniger als 2 Gegner in deren Nähe aufhalten. Fügt zusätzlich einmal tatsächlichen Schaden zu, wenn der Angriff einer Figur einen Elite-Gegner trifft. Erzeugt, wenn der Angriff der aktuellen Figur einen Gegner trifft, an der Stelle des Treffers ein Windauge, das fortlaufenden Gegner in der Nähe anzieht. Oh, das ist nice. Bis wenn ein normaler Gegner besiegt wird, an dessen Position ein Druckfeld aus den Gegnern in der Nähe schaden. Dann nehmen wir doch die beiden hier. Truppeneinstellungen. Herausforderung starten. Everybody stand back! Can't handle your dream! Crush! Flood of frost! Power that ended Haishan! Teamwork is strength! Beg for mercy! Shaken and stirred! Shudder! Vengeance will be mine! I condemn you! Pew pew! Think you can bully me? Look at you, Boomtown! To ashes! Das war's schon? Okay. War ich gut? War das schlecht? Aha, auf Schwierigkeitsstufe. Ah, man muss es auch nochmal auf schwierig machen, na, von mir aus. Das kriegen wir auch hin. So, Suche nach der Wahrheit. Gucken uns alles einmal an hier. Und dann ist dann auch gut gewesen für heute. Können wir nochmal ziehen? 1600 schaffen wir wohl ja nicht. Da müssten wir alles einmal komplett machen, glaube ich. Aber wir haben ein bisschen Zeit noch, um nochmal zu ziehen. Time to scout. Aha, okay. So, Bahar. Hallo Reisende, ich nehme an, du bist wegen der Akademiemesse hier, richtig? Wenn ja, möchtest du die Veranstaltung des Haravatat-Instituts ausprobieren. Soweit ich mich erinnere, spezialisiert sich das Haravatat-Institut auf die Forschungen von Sprachen, auch wenn dies keine allzu präzise Zusammenfassung ist. Das erforschen Gelehrte am Haravatat, wie komme ich auf den Stat jetzt raus? Nun, man könnte meinen, dass Sprachen kein unterhaltsames und entspannendes Thema ist und nicht zur Atmosphäre der Akademiemesse passt. Genauso denken viele der Studenten unseres Instituts. Auf der Messe amüsieren sich alle nach Herzenslust. Wir können doch nicht die Atmosphäre verderben, indem wir den Besuchern Rätsel stellen. Außerdem kann ein Spiel wie Rätselraten die Interessen der Besucher nur schwer wecken. Nach vielen Tagen der freundlichen Diskussion haben wir uns für ein kleines Spiel namens Suche nach Wahrheit entschieden. Dieses Spiel erfordert keine Hilfsmittel. Ein ruhiger Geist und klare Gedanken reichen aus. Zu Beginn des Spiels werde ich dir eine Geschichte erzählen, die möglicherweise unlogisch ist oder sogar dem gesunden Menschenverstand widerspricht. Und du kannst mir Fragen stellen, die ich mit 3 Arten von Antworten beantworten werde. Ja, nein und das spielt bei der Geschichte keine Rolle. Was du tun musst, ist, die Wahrheit der Geschichte herauszufinden, indem du mir Fragen stellst. Sei nicht nervös, die Wahrheit hinter einer Geschichte würde nicht zu kompliziert sein. Wenn du interessiert bist, können wir jetzt beginnen. Aha.
Hör dir die Geschichte an und stelle Fragen, um verschiedene Details der besagten Geschichte zu verstehen. Du hältst jedoch nur Ja, Nein und das spielt bei der Geschichte keine Rolle. Als Antworten auf die Fragen sollte deine Frage irgendwelche Schlüsselelemente enthalten. Kannst du neue Hinweise darauf erhalten, was du fragen solltest? Hä? Geschichten keine Rolle. Als Antworten auf die Fragen. Sollte deine Frage irgendwelche Schlüsselelemente enthalten, kannst du neue Hinweise darauf erhalten, was du fragen solltest. Sobald du genügend Informationen hast, kannst du dich auf die Suche nach der Wahrheit machen. Beantworte alle Fragen, die mit der Wahrheit zu tun haben. Richtig, um die Geschichte abzuschließen. Okay. Wie wäre es? Willst du Suche nach Wahrheit ausprobieren? Ja, gut. Bitte hör dir die folgende Geschichte aufmerksam an. Suche nach der Wahrheit ein. Zum Glück sind es nicht irgendwie 10 Einzeldinger immer. Eine Gruppe von Waldhütern patrouillierte im Avidya-Wald, unter ihnen Asti und Beidim, die Umgebung auskundschaften sollten. Als sie, während sie weiter vorrückten, auf einige wilde Tiere stießen, öffnete der Himmel plötzlich seine Schleusen und entlud einen gewaltigen Regenschauer, der den Wald um sie herum in einen riesigen Sumpf verwandelte. Ein weiteres Vorankommen schien damit unmöglich. Asti wies Beidim an, die anderen Waldhüter in der Nachhut in Alarmbereitschaft zu versetzen. Dann versteckte er sich auf einem Baum, bis die Tiere weiterzogen. Nicht lange danach trafen die anderen Waldhüter unter der Führung von Beidim wieder auf Asti und schnell ließen sie den Wald hinter sich. Jedoch war von ihnen allen Beidim der einzige, der vom Regen völlig durchnässt war. Wie konnte das bitte möglich sein? Nochmal, also Asti und Beidim schien damit unmöglich. Asti wies Beidim an, die anderen Waldhüter in der Nachhut in Alarmbereitschaft zu versetzen. Dann versteckte er sich auf einem Baum, bis die Tiere weiterzogen. Nicht lange danach trafen die anderen Waldhüter unter Führung von Beidim wieder auf Asti und schnell ließen sie den Wald hinter sich. Doch war von ihnen allen Beidim der einzige, der vom Regen völlig durchnässt war. Hat es zwischendurch aufgehört zu regnen? Rekonstruktion beginnen. Die Waldhüter. Was möchtest du fragen? Gibt es unter den Waldhütern jemanden mit einem göttlichen Auge? Ist jeder auf dieser Patrouille ein Waldhüter? Ist jeder auf der Patrouille ein Waldhüter? Nein. Okay. Okay. Beidim. Gehört Beidim zu den Waldhütern? Beidim ist kein Waldhüter, aber er begleitet die Waldhüter als eine Art Kamerad. Also eine Gruppe von Waldhütern patrouilliert im Avidya-Wald, unter ihnen Asti und Beidim. Also Beidim ist kein Waldhüter. Kundschaften sollten. Okay, nicht lange danach trafen die anderen Waldhüter unter der Führung von Beidim wieder auf Asti und schnell ließen den Wald hinter sich. War von ihnen allen Beidim der einzige, der vom Regen völlig durchnässt war. Also Beidim ist kein Waldhüter. Mhm. Folgt Beidim ein anderes Ziel als die Waldhüter? Nein. Beidims Identität. Ist Beidim ein Mensch? Ist Beidim ein elementares Lebewesen? Ist Beidim ein Tier? Ist er ein Tier? Ja, okay. Führt Beidim irgendwelche spezielle Ausrüstungen? Kann Beidim fliegen? Verfügt Beidim über ein Glück? Kann Beidim fliegen? Ja. Beidims Methode zu fliegen. Verwendet Beidim einen Windgleiter zu fliegen? Benötigt Beidim irgendwelche Hilfsmittel zum Fliegen? Fliegt Beidim allein? Ist es Beidims eigene Fähigkeit zu fliegen? Ja. Also Beidim ist ein Tier, das fliegen kann. Lässt sich der Schlamm leicht überwinden? Nein, der Schlamm kann mit menschlicher Kraft nicht überwunden werden. Was soll ich da zum Regen noch? Regnet es stark? Ja.
nach der Wahrheit suchen? Wie hat Badim es geschafft, aus dem Sumpf herauszukommen und Nachrichten zu übermitteln? Weil er gut fliegen kann. Badim ist ein Dämmersegler. Warum war Badims ganzer Körper nass? Weil Badim keine Ausrüstung mitbrachte, um sich vor dem Regen zu schützen. Juhu, herzlichen Glückwunsch. Du scheinst den Kniff für dieses Spiel gefunden zu haben. Die ganze Wahrheit in der Geschichte. Die Wahrheit dieser Geschichte ist, Badim ist eigentlich ein Dämmersegler, der Nachrichten für Asti, den Waldhüter, überbringt. Als sie auf die Tiere stießen und der Regen ein weiteres Vorrücken unmöglich machte, beschloss Asti, dass Badim zurückfliegen und die anderen Waldhüter verständigen sollte. So kam es dann auch, dass Badim bei seinem Flug durch den Regen völlig durchnässt wurde. Ich habe noch was zu tun. Alles gut. Sehr interessant. Mal was anderes. Ich glaube, sowas hatten wir noch nicht. Nächste Stufe ist 600. Okay. Na, es gibt ja noch genug. So. Mimetische Replikation machen wir mal. Ja, ich könnte die eigentlich auch alle direkt durchmachen, aber dann ist es schon spät und ich muss morgen wieder arbeiten. Von daher gucken wir uns alles einmal an. Pass. Ah, hallo Reisende, du bist wohl auch wegen der Akademiemesse hier, oder? Wenn du Interesse hast, kannst du das von unserem Amurta-Institut vorbereitete Spiel ausprobieren. Was für ein Spiel ist das? Das Spiel heißt Mimetische Replikation. In diesem Spiel werde ich dir das reguläre Verhalten einiger Tiere vorstellen. Natürlich sind diese Verhaltensmuster vereinfacht und verallgemeinert worden, um sie leichter verständlich zu machen. Du brauchst nur die von uns vorbereiteten Modelle zu benutzen, um die Verhaltensweisen der entsprechenden Tiere nachzuahmen. Das klingt doch nicht schwer. Ja, die Formulierung Tiere haben ein reguläres Verhalten ist leicht zu verstehen und zu begreifen. Doch hinter dieser anscheinend einfachen Aussage steckt ein unergründliches Geheimnis, das es weiterhin zu erforschen gilt. Aber lassen wir die akademische Sichtweise für den Moment beiseite und genießen wir einfach die natürlichen Verhaltensweisen der Tiere in aller Ruhe. Okay. Ist mein Ton immer noch zu ernst? Das ist aber nicht gut. Oh, Reisende, bist du hier, um die mimetische Replikation auszuprobieren? Ja, gut. Gut, bitte komm hier lang. Marder. Was jetzt? Verwende im richtigen Moment Springen, um das Modell des Malers passend zum Rhythmus Münzen sammeln zu lassen. Verwende Hochsprung, wenn die Spielmünzen höher gestellt sind. Ach so? Jetzt spielen wir hier mit Super Mario. Na herrlich. Wie lang geht das? Ach, das ist sogar irgendwie noch ein Rhythmusspiel. Ja, ist irgendwie Rhythmus. Yay! Okay. Easy. Was hatte ich gesagt? 600 erst, okay. Ah komm, die anderen zwei können wir auch machen. Das geht relativ schnell. Hoffe ich doch mal. So. Kommt da noch was dazu? Wir werden im richtigen Moment vorstürmen, um das Modell des Trüffelschweins passend zum Rhythmus Hindernisse zerstören zu lassen. Okay. Mist.
Okay, das ist schwieriger. Mist. Mist. Okay, es ist schwierig. Das andere war leichter. Oh je. Okay, das war schwieriger. Aber es sind trotzdem 3 Sterne. Na. Aber es sind trotzdem 3 Sterne. Gott sei Dank. Na. Yay. Und nochmal hier. Zack. Machen wir den letzten jetzt auch noch? Ach komm. Wenn es schon so spät ist. Vielleicht können wir ja doch nochmal rollen heute. So. Aber das mit dem Schweinchen war jetzt schon schwierig. Fisch. Na gut. Verwende im richtigen Moment Sprung, um das Modell des Fisches aus dem Wasser springen zu lassen. Achte dabei darauf, dass dein Sprungintervall mit dem der beiden anderen Fische übereinstimmt. Ach du Schande. Oh, das sah doch gut aus. Kein Fehler. Das war deutlich einfacher als das Schweinchen. Das war doch deutlich einfacher als das Schweinchen. So, 2 fehlen noch, oder? So, die Wegplanung. Auf zur Wegplanung. Komm, jetzt aber ein bisschen hier Gas geben. Oh. Saisonaufträge. Beliebter Messerreich die Aktion Versammlung der Erleuchtung 750. Jawohl. Oh, wir können einmal ziehen. Hier, einmal ein Standardgebet. Gleich mal raus damit. Zack, Daumen drücken. Jetzt. Ah, war ja klar. Dass da jetzt nichts Großes bei rumkommt. So. Da unten. Ich will ja auch langsam zum Ende kommen hier. So, wie kommen wir denn jetzt da hin?
Mit da, ja. Ach, da. Okay. Hallo, ich bin Daya vom Rukkhashava-Institut. Bist du wegen der Akademiemesse hier? Hier ist ein Vergnügungsprojekt, das von unserem Institut angeboten wird. Wegplanung. Was meinst du? Möchtest du es ausprobieren? Ich dachte, das Rukkhashava-Institut konzentriert sich auf... Der Forschungsschwerpunkt unseres Instituts liegt im Bereich der Vorrichtung und der Architektur. Zurück zum Thema. Um an diesjährigen Akademiemesse teilzunehmen, arbeiten viele Studenten unseres Instituts zusammen. Und am Ende wurde das Vergnügungsprojekt Wegplanung entwickelt. Vereinfacht gesagt, müssen die Spieler Wege mit verschiedenen Gegenständen bauen, die wir vorbereitet haben. Man kann alles Mögliche bauen, Brücken, Treppen und so weiter. Das Ziel ist es, einen Weg zu schaffen, auf dem die Leute reisen und ihr Ziel erreichen können. Am Ende der Bauphase werden wir eine Endabnahme durchführen, wie die Abnahme eines neu errichteten Gebäudes. Okay? Kurz gesagt, wer einen sicheren Weg bauen kann, hat gewonnen. Klingt aber kompliziert. Keine Sorge, es ist nicht so, als ob man wirklich ein Gebäude bauen würde. Auch wenn ein Bau schief geht und der Weg zusammenbricht, spielt es keine Rolle. Man kann ihn einfach wieder aufbauen und wir werden die Anzahl der Versuche nicht begrenzen. Lass deiner Kreativität einfach freien Lauf und baue einen schönen Weg. Klingt doch theoretisch nice. Im Baumodus von Wegplanung musst du Konstruktionspunkte ausgeben, um einen Weg zu errichten. Teste dann im Testmodus, ob du mit dem von dir erstellten Weg alle Kontrollpunkte vom angegebenen Startpunkt aus erreichen kannst. Die Reihenfolge ist dabei beliebig. Im Testmodus musst du auf dem vorgefertigten oder von dir platzierten Baumaterial bleiben. Solltest du runterfallen, wirst du zum Startpunkt oder einen Kontrollpunkt, den du bereits errichtet hast, teleportiert. Nachdem du im Testmodus alle Kontrollpunkte erreicht hast, gilt die Herausforderung als erfolgreich. Je weniger Konstruktionspunkte du insgesamt bei Abschluss der Herausforderung ausgegeben hast, desto besser die Bewertung. Bei jeder Herausforderung erhältst du unterschiedliche Baumaterialien, die jeweils unterschiedlich viel kosten. Die fortgesetzte Verwendung des gleichen Baumaterials lässt dessen Kosten steigen. Verwende die verschiedenen Materialien sinnvoll, um den bestmöglichen Weg zu errichten. Okay, das klingt ja interessant. So. Okay, das sind die Wegmarker. Hier ist der Start. Kann ich den Pilz einfach so in die Pampa setzen? Ups. Ich finde diesen Editor schon so furchtbar, ey. Deswegen verwende ich den auch nicht gerne in der Kanne. Und die kommen hier mit sowas. Naja. Was wäre denn der kürzeste Weg? Ich will doch nur... So. Kann ich den auch drehen? Drehen. Hä? Aufwärts? Okay. Dann nehmen wir halt das hier. Und den hier. Ja, man muss es ja nicht. So. Ach, das ist... Moment. Hä? Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach, guck mal. Das ist ja riesig. Okay. Ich will doch nur das da wieder wegmachen. Ah, okay.
Okay, ich find's doof. Ich find's gerade doof. Ich find's gerade doof. Das dauert mir zu lang. Ich finde diesen Editor so kacke. Wie viele Baupunkte habe ich überhaupt noch? Da, mehr als genug, okay. Machen wir hier noch so einen hin. Vielleicht erstmal... Oh, Mann! So, noch so ein Riesenfelsen. Zack. So. Wie habe ich denn das schon wieder gemacht? So. Auch Limit erreicht. Mist. Ach du Schande, wie groß ist das denn? So, jetzt, wie kann ich denn jetzt testen hier? So, ich will jetzt speichern. Und jetzt? Ich will jetzt loslegen. Wie kann ich loslegen? Ah, da, zur Herausforderung. Ja. Hat ja schon mal gut geklappt. Das klappt ja schon mal gar nicht. Okay. Na toll. Kann ich die nach unten? Aha. Das muss ich auch noch... Ey. Nee. Total doof finde ich das. Total blöde. Ach, da muss ich auch noch rüber, ey. Nein, will ich nicht. Kann ich da hochklettern? Weiß ich nicht. So. Oh je, aber knapp. Ah, okay. Okay, ich kann aber hochklettern an den Sachen. Das ist schon mal vorteilhaft. So.
Okay, da komme ich nicht weiter. Der ist zu hoch. Nein! Ach so, doch, passt. So. Hatte ich das Ding nicht schon nach ganz unten gepackt? So, jetzt aber. Ich glaube, das Ding brauche ich nicht mal. Zack. Also nochmal. Ich glaube, mit den großen Brocken geht das auch noch viel einfacher. Naja. Das kann man noch deutlich vereinfachen. So. Hatte ich hier nichts mehr hingepackt? Ach Gott. Wieso ist denn der Brocken da eigentlich? Ja, den habe ich mal als nächstes hingepackt. Naja, gucken wir mal. Vielleicht reicht's ja. So. Also. Und sogar 3 Sterne. Okay, das wird meine Hassherausforderung hier, ey. Wirklich. Nein. Nee. Danke. Nein, danke. So. Letzter. Die Ausgrabung. Ach, der ist direkt nebenan. Das passt ja. Als hätte ich's geplant. Warum scheinen alle so erschöpft zu sein? Du bist die Reisende, oder? Haha, ich habe viel von dir gehört. Ja, das war Humana-Institut veranstaltet hier ein Spiel zum Thema Archäologie. Schließlich gibt es in unserem Institut viele Geschichtsgelehrte, die im Zuge ihrer Forschung natürlich auch ein wenig archäologische Ausgrabungen vornehmen müssen. Oh, keine Angst. Wir bringen dich nicht zu einer Ruine und lassen dich durch etwas ausgraben. Dieses Spiel ist nur eine Simulation der archäologischen Ausgrabung. Wir haben in ganz Sumeru eine Reihe von Replikarelikten vergraben. Nennen wir das Gebiet, in dem sie vergraben sind, vorerst die Ausgrabungsstätte. Alles, was die Teilnehmer tun müssen, ist, unsere speziell angefertigten Detektoren zu nehmen und die Replikarelikte in der Ausgrabungsstätte auszugraben. Dank der Studenten anderer Institute wurde eigens eine Reihe von Behältern und entsprechenden Detektoren hergestellt. Wenn du nach den Relikten suchst, folge einfach dem Detektor. Um die Zuordnung zu erleichtern, werden auch Unterscheidungen nach Elementkategorien vorgenommen. Aber diese Detektoren wurden ursprünglich zum Aufspüren der Elemente entwickelt. Nachdem sie kurzfristig umgebaut wurden, können sie immer noch von einigen spezifischen Elementen beeinflusst werden. Jedenfalls, wenn du alle Replikarelikte ausgräbst, bekommst du ein Geschenk von mir. Also Reisende, hast du Interesse, es auszuprobieren? Ja, klingt nicht allzu schwierig. Ja, sehr gut. Hier ist der Detektor, nimm ihn bitte an dich. Ich werde dann die Ausgrabungsstätte im archäologischen Handbuch markieren. Also gut, geh und genieße den Spaß der Archäologie, Reisende. Wenn du alle Replikarelikte gefunden hast, vergiss nicht, zu mir zurückzukommen und dir ein Geschenk zu holen. Klingt nach Arbeit. Folge dem archäologischen Handbuch, um die Ausgrabungsstätte zu erreichen, in denen die Replikarelikte vergraben sind. Sobald du dich in einer Ausgrabungsstätte befindest, leg bitte den Suchkompass an, um ihn zu benutzen. Der Kompass nimmt das nächstgelegene Replikarelikt als Ziel und zeigt mit Hilfe der Spurendichte an, wie weit du noch vom besagten Ort entfernt bist. Je näher du dem vergrabenen Relikt bist, desto höher die Spurendichte. Du kannst den Suchkompass an verschiedenen Stellen einsetzen, sodass du anhand der angezeigten Spurendichte in der Richtung suchen kannst, wo die Spurendichte höher ausfällt. Sobald die Spurendichte 90% erreicht hast, kannst du das Replikarelikt ausgraben. Du kannst insgesamt bis zu 3 Suchkompasse gleichzeitig einsetzen. Ausgrabungsstätten können Elementaropjekte enthalten, die die Suchfunktion des Suchkompasses stören. Wenn du auf solche Objekte stößt, kannst du sie so schnell wie möglich beseitigen und mit der Suche erneut beginnen. Nachdem du eine Zeit lang den Suchkompass in einer Ausgrabungsstätte eingesetzt hast, ist der Kompass in der Lage, die Position der Replikarelikte noch genauer zu bestimmen. Außerdem wird hierdurch der Suchbereich auf der Karte auch weiter präzisiert. Okay, muss ich jetzt nochmal... Ich hoffe, dass... Okay. Nee, nicht Wegplanung. Ausgrabung. Gehe zur Ausgrabungsstätte in der Nähe vom Devantaka-Berg. Wo ist der Devantaka-Berg?
Krieg ich keine Anzeige? Was haben wir denn hier für laute Ausrufezeichen? Jetzt haben wir jetzt den Kompass bekommen, vermutlich. Achso, das auch noch hier. Okay, okay, okay. Wie soll ich denn jetzt die... Hä? Ich würde ja gerne. Ach, da ist ja so angezeigt, die Wand. Okay. So muss das aussehen. Irgendwo, wo so ein Flusszipfel ist. Ich weiß nicht, wo der Devantaka-Werk ist. Es tut mir leid, Leute. Wenn ihr es wisst, schön für euch. Ich weiß es nicht. Ei. Moment, nochmal. Okay. Nein! Map! Also es ist im Grünen, irgendwo, wo es grün ist. Abhamwald? Nee, das sieht nicht so aus. Da ist ja auch irgendwie so eine runde Fläche noch. Da, Devantaka-Berg, da steht's doch auch. Okay. So. Aha. So, jetzt muss ich erstmal da hinten die Dingsies zerstören. Ja, ihr kommt gleich dran. Moment. I'm going in. Okay. So. Oh, direkt drauf gelandet. Okay, geil. Das war natürlich lustig. Okay, 1 schon mal erwischt. Den Milot-Palo-Lotus habe ich auch noch nicht so oft eingesammelt, glaube ich. So, anderes Objekt. Oh, nee, gegen euch will ich jetzt gerade nicht. Lasst mich. Och, Mann! Habt ihr mich nicht gehört? Beg for mercy. So. Nix. Oh, ein bisschen weiter rein vielleicht. Hallöchen. Fischi. Ach, die auch noch. Shudder. More speed. Huch. Nee, angeln wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das hier einsammeln. So. ...44 ist auch schon mal gut. Wir kommen der Sache näher. Leider sind hier auch so diese Pilze. 70. Wir kommen der Sache deutlich näher. 82. Hier oben. Crush. Flood of frost. Eye for an eye.
31. Hä? Okay, da waren wieder so Störungen. Aber jetzt ist das... 78. 65. Also hier sind wir schon mal näher. Aha! Das war's? Bitte, bitte. Jawohl. Da ist aber noch einiges hier. Tja, noch einiges zu tun in den nächsten 5 Tagen. Aber das machen wir nicht mehr heute. Es ist schon echt mega spät jetzt. Mitternacht durch. Jetzt reicht's. Irgendwann muss auch mal gut sein. So, können wir hier noch was abholen? Nee, ne? Doch. 900. Sehr gut. Dann den Rest. Ja, Farusan. Auch nicht mehr viel. Den Rest mache ich dann für mich alleine. Fürs Ziehen reicht's auch noch nicht, oder? Ja, ganz knapp. Nächstes Mal dann, liebe Leute. Nächstes Mal dann. So, zack, zack. Alles klar. Und zurück nach Mondstadt. So. Jetzt aber. Schaut eh kaum noch jemand zu hier. Ich wünsche euch... Zu spät. Es ist jetzt zu spät, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut, wacht erholt auf. Habt einen tollen neuen Tag. Neuen Tag, wollte ich sagen. Komisch. Einen tollen Tag morgen. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, am Donnerstag um 20:30 Uhr wieder. Hollow Knight gibt's dann. Infos zu meinen neuesten Streams gibt's in meinem Discord-Channel. Hier im Zeitplan. Und auf meinem Mastodon-Account. Ansonsten sehr gerne in meiner Info ist auch mein YouTube-Kanal verlinkt, wenn ihr da vorbeischauen wollt. So, das war's, meine Lieben. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich hau mich jetzt aufs Ohr. Und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.